Was machen wir jetzt? Wir kommen zum ersten Schwerpunktthema in diesem breiten Themenkanon, Tenure-Track-Verfahren und Weiterentwicklung der Personalstruktur. Also wir sprechen nicht nur über Tenure-Track-Professuren, sondern auch über Karrierewege neben der Professur. Und wir bearbeiten dieses Thema in 2 Schritten. Zunächst gibt es einen Impuls und danach haben wir ExpertInnen hier auf dem Panel, um ein paar Aspekte auszuleuchten, die Sie eben auch schon genannt haben. Und beginnen wird Professorin Jetta Frost. Sie ist Vizepräsidentin für Transfer, Karrierewege und Chancengerechtigkeit an der Uni Hamburg und war Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats für den Bundesbericht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase, BUWIG. Frau Frost, herzlich willkommen. So, ich hätte auch noch ein paar Folien mitgebracht, da sind sie, ja. Herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu können und das passt wunderbar, schließt das an die Preview-Sneak-Überlegungen, die wir schon von Kollegin Spinat eben gehört haben, weil ich Ihnen jetzt ein bisschen berichten würde, wie wir das dann konkret machen und keine Sorge, ich werde jetzt nicht den ganzen BUWIG runter moderieren, denn dieses wunderbare Heft können Sie sich ja auch selber runterladen und damit wäre der Werbeblock an dieser Stelle schon beendet. Was muss ich machen, damit wir in die nächste Folie kommen? Achso, hier unten irgendwie was selber? Achso, hier. Das? Ah? Und wo gehe ich damit hin? Ja, ihr lacht jetzt. Ich komme mir ja vor wie in einer Vorlesung. So. Was? Jetzt, alles klar. So. Tenure-Track-Professur war natürlich ein Schwerpunktthema im BUWIG und damit haben wir vielleicht auch schon was gesagt, was ganz wichtig ist. Das Ding heißt nicht mehr BUWIN, sondern BUWIG, weil erstmal wollen wir nicht mehr vom wissenschaftlichen Nachwuchs sprechen, sondern von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einer frühen Karrierephase. Und was heißt das, wenn wir von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einer frühen Karrierephase sprechen? Dann sprechen wir in der Regel von, wenn wir dieses europäische R1 bis R4-System hernehmen, von Personen, die in R1, sprich im promovierenden Status sind, oder in R2, also Promovierte in einer frühen Postdoc oder in einer Erstqualifikation nach der Promotion. Und R3 und R4 sind natürlich vor allen Dingen die Themen, die dann relevant sind für den Tenure-Track. Und da sieht man schon mal, wie der Tenure-Track oder wie das Tenure-Track-System schon so ein bisschen schon wieder dazwischen unterwegs ist. Es sind nämlich dann gar nicht mehr VCAs oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase, weil es ja sozusagen von R2 dann schon in R3 und in R4 rübergeht. Und damit ist, glaube ich, auch schon angekündigt, was immer ein großes Thema ist, wenn wir von wissenschaftlichen Karrierewegen sprechen und dem, was es zu tun gibt, wie wir vor allen Dingen an diesen Schnittstellen, an diesen Phasenwechseln die Übergänge gestalten und wie die aussehen sollen. Also hängt man dann weiter auf seiner E13-Stelle bis zum St. Nimmerleinstag rum oder gibt es dann eine systematische Logik, wie weiterentwickelt werden kann und wie das weiter aussehen kann? Und deswegen vielleicht noch mal ganz wichtig, auch wenn eigentlich sich das jetzt immer für R1 und R2 bei den frühen Karrierephasen beschäftigen sollen, sind natürlich gerade die Übergänge von R2 zu R3 das spannende Thema, weil sich da ja entscheidet, ob der Verbleib in der Wissenschaft gelingen kann. Wenn wir noch mal einmal ganz kurz zurückreflektieren, dann können wir schon sagen, dass es deutliche nominelle Verbesserungen und Qualifizierungsbedingungen gibt, weil es insgesamt einen großen Mittelaufwuchs gegeben hat, weil vor allen Dingen die Drittmitteleinnahmen so gestiegen sind, damit natürlich auch der Anteil an befristeten Qualifizierungsstellen noch mal sehr angestiegen sind. Wir können auch sagen, dass das Wissner-Programm, also die Reforminitiative im Bund-Länder-Programm, dass das sehr wirksam war und dass das sehr gut angekommen ist oder sich verankert
verankert hat in den Hochschulen. Und natürlich, auch wenn das Wissenschaftszeitvertragsgesetz jetzt noch nicht seinen Endzustand erreicht hat, aber alleine schon diese elende und quälende Diskussion darum ja dazu geführt hat, dass sich ganz viele Hochschulen angefangen haben zu bewegen und zu sagen, wir wollen das Heft des Handelns gerne selber in der Hand halten und jetzt nicht einfach warten auf das, was kommt, sondern müssen unsere Spielräume gestalten. Und darüber würde ich gerne ein bisschen mehr berichten und was zeigen. Ja, vielleicht nochmal, und das wäre dann auch schon meine letzte BUWIG-Folie hier für heute, für diesen Moment. Was man sehen kann, ist, dass der Anteil an Tenure-Track-Professuren im deutschen Wissenschaftssystem extrem gestiegen sind. Natürlich ist das auch der Effekt des Programmes. Unser Eindruck ist aber, das ist gekommen, um zu bleiben. Also das hat sich jetzt so fest in dem Kanon etabliert, dass es auch so weitergehen wird. Wir sehen, dass der Anteil an W1 ohne Tenure-Track rückläufig ist. Wir sehen auch, dass der Frauenanteil überproportional steigt. War ja auch, wie Frau Spinat schon sagte, ein Ziel dieses Programmes. Und wir sehen, dass die Fächerverteilung auch nochmal interessant ist, nämlich der stärkste Zuwachs tatsächlich in den Fächern stattfindet, die sich häufig mehr anstrengen müssen, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für attraktive Beschäftigungsbedingungen bei ihnen zu gewinnen, nämlich in der Mathematik, in der Naturwissenschaft und in der Informatik der höchste Anstieg ist. Und wir sehen, und da kommen wir ja dann auch zu dem Kulturthema und werden das sicherlich gleich auch auf dem Podium noch vertiefen, dass natürlich Tenure-Track-Satzungen erlassen worden sind. Da kann man jetzt sagen, ja, eine Satzung ist eine Satzung. Ich kann Ihnen nur sagen, die ist ja bei uns durch den Akademischen Senat gegangen. Wir haben das ungefähr ein Jahr lang diskutiert, über viele Sitzungen. Sie führen ja dann so Diskussionen, können Drittmittel überhaupt ein Evaluationskriterium sein, weil das alles neoliberaler Scheiß ist, bis hin zu irgendwie was. Also ich will sagen, das sind ganz, ganz lange und nochmal sehr grundsätzliche Diskussionen, die man überhaupt über diesen Stellentypus führt. Und deswegen ist das ja schon der Beginn eines Kulturwandels und ist eben viel mehr als eine Satzung. Da steckt ja ganz, ganz viel dann dahinter. Was ich Ihnen jetzt heute hier mitgebracht habe und gerne mal zeigen würde in einer Übersetzungslogik ist, wie haben wir das bei uns jetzt übersetzt, wenn man sich auf den Weg macht zu überlegen, wie könnte so ein Personalstrukturentwicklungskonzept, und wir nennen es auch Personalstrukturentwicklungskonzept und nicht nur Personalstrukturkonzept, weil es ja auch noch den Struktur- und Entwicklungsplan in Hochschulen gibt, und da gibt es wieder Besonderheiten, wer den machen darf und wer darüber bestimmen darf, und da muss man das deutlich davon abgrenzen. Also insofern, wie entwickeln wir jetzt Karrierewege? Wir haben eine gute Voraussetzung bei uns in Hamburg gehabt, nämlich die Diskussion mit der Landesregierung, mit den Interessensvertretungen, Personalvertretungen und den Gewerkschaften schon seit vielen Jahren in einer Code of Conduct Arbeitsgruppe mal grundsätzlich über gute wissenschaftliche Beschäftigungsverhältnisse zu sprechen. Das ist ein mehrjähriger Prozess gewesen und Ende vorletzten Jahres ist er dann verabschiedet worden in der sogenannten Hamburger Erklärung zu Hochschulkarrierewegen. Und natürlich prägt das jetzt die Übersetzungslogik, wie bei uns Karrierewege gebaut werden. Also da sind zum Beispiel solche Dinge drin, wie dass erst Verträge mindestens eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren haben sollen, dass Stellenvolumina genau mindestens so gemacht werden sollen, wie sie in den Förderorganisationen gemacht werden, also beispielsweise dann nicht als 50%, sondern mindestens als 65% Stellen und so weiter. Natürlich jetzt in der Umsetzung können Sie sich auch vorstellen, ist das ein etwas längerer Prozess, weil natürlich Leute sagen, ey, ich habe hier 50% in meiner Berufungszusage, wie mache ich denn daraus jetzt 65%? Also das sind natürlich jetzt alles Prozesse, die sozusagen etwas dauern, weil wir dann ja auch eine andere Mittelverteilung und Mittelzusage zusammen mit den Fakultäten entwickeln müssen. Was Sie hier sehen, was wir für uns als konstitutiv sozusagen mal sehen, ist, dass dieses W1-Prinzip mit Tenure-Track sich hier gut etabliert hat und dieses Holen, Qualifizieren, Wechseln Prinzip ja ablöst durch ein Holen, Fördern, Halten Prinzip. Und wir uns jetzt entschieden haben, noch systematischer
dieses Tenure-Prinzip, weil wir das so gut und so erfolgreich finden, bei Professuren auch anzuwenden für die sogenannten Mittelbaustellen oder für Stellen unterhalb der Professur, nämlich für Researcher und Lecturer oder Senior Researcher, Senior Lecturer Stellen. Also das heißt, was wir jetzt machen, ist, dass wir anfangen, in der R2-Phase Stellen auszubringen, die zunächst befristet sind für, und das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie auch dann die Diskussionen im WIS-Zeit-VG hier verlaufen, für, sagen wir mal, bis zu 3 Jahren und dann auch ähnlich, wie wir es aus dem Tenure-Professurverfahren kennen, dann eine Entfristung erfolgen kann auf eine Senior Researcher oder Senior Lecturer Stelle, sodass wir dann so eine Art Portfolio haben und inzwischen in diesem, was ich ja eben sagte, in diesem spannenden R3-Moment, wo ja im Moment die Musik spielt, viel mehr dieses Fördern, Holen, Halten reinschieben können, als es bisher der Fall gewesen ist. Lassen Sie mich 2 Sätze sagen zu diesen Stellen. Also dieses Tenure-Prinzip auch auf neue Stellenprofile anzuwenden. Was bedeutet das? Für uns bedeutet das, dass es Stellen sein sollen, die einen selbstständigen Anteil in Forschung und Lehre haben und dass es Stellen sind, die nicht einfach durch einen Professor oder eine Professorin irgendwie bei sich direkt am Lehrstuhl oder in der Einheit besetzt werden können, sondern dass sich mehrere Professuren hier zusammentun. Am einfachsten, und da hat es ja auch angefangen und da ist es auch als erstes passiert, war das natürlich bei uns in den Exzellenzclustern. Das sind auch so übrigens so Erfahrungen, die wir jetzt machen, weil in den Exzellenzclustern ganz viele Dinge schon so ausprobiert werden. Da ist auch der Anteil an Internationalen sehr viel höher, die dann zu uns kommen und sagen, da muss was gehen, wir wollen hier was Unbefristetes machen, was können wir an der Stelle tun? Und wir haben da auch die Erfahrung gemacht, wir haben in einem Exzellenzcluster 14 Dauerstellen, wissenschaftliche Dauerstellen dann besetzt, Researcherstellen, die alle dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt wegberufen worden sind. Also vielleicht ist auch nochmal eine Lernerkenntnis, dass eine Permanent Position nicht bedeutet, dass es permanent mit der gleichen Person besetzt sein muss, sondern zunächst mal dazu führt, dass überhaupt gute Leute kommen, weil wir so eine Position anbieten und wenn man dann eben eine gute wissenschaftliche Qualifizierung und Förderung macht, die sich vielleicht auch doch wieder weiter auf den Weg machen. Disziplinarisch und fachlich trennen wir. Wir wollen, dass disziplinarisch solche Stellen schon auch bei den ressourcensteuernden Einheiten, also bei der Fakultätsleitung stärker angesiedelt sind, um genau dieses Problem, was man kennt, dass vielleicht jemand bei sich eine unbefristete Stelle hat, wegberufen wird, die Person bleibt bei uns, keiner fühlt sich richtig dafür verantwortlich. Das sind ja alles häufig Berichte, die wir in den letzten Jahren immer wieder gehört haben von Kolleginnen und Kollegen, weshalb sie sich auch so schwer tun, in dieses Prinzip mit einzusteigen und wo wir gesagt haben, nein, es muss dann auch eine andere Auswahlsituation sein, eine andere Verortungssituation. Wir wollen das als Vollzeitstellen ausgestalten oder gestalten das so. Und wenn ich jetzt hier sage, da gibt es einen Aufwuchswert von E13 auf E15, dann würden Sie sagen, ja, das ist doch irgendwie klar, wenn es Karriere geht und man ist dann entfristet als Senior Lecturer, dann muss man ja von einer 13 über einer 14 vielleicht auch zu einer 15 aufwandern können. Ich möchte Sie jetzt hier nicht mit Stellentechnik langweilen, aber es ist jetzt nicht so, dass Sie sowas einfach ausschreiben können, weil mein Landeshochschulgesetz sieht diese Art von Stellen gar nicht vor. Wir haben jetzt die ersten solcher Stellen ausgeschrieben und dahinter einen Workaround gebaut, der 2 Arbeitsverträge vorsieht, nämlich einen mit einem Freistellungsanteil als Forschung und einen Teilzeitvertrag sozusagen, der die Lehrinhalte beinhaltet, weil man das irgendwie bisher in dem bisherigen Modell, da gibt es ja dann nur Vimile-Stellen oder Qualifizierungsstellen oder die klassischen Dauerstellen gar nicht so umbauen konnte. Und da sieht man ja schon, was jetzt auch noch sozusagen auf Landesebene einfach an Diskussionen erforderlich ist, wenn wir das Tenure-Prinzip verwirklichen wollen im Mittelbau, was wirklich etwas ist, was unsere Forscherinnen und Forscher total interessant finden, ist auch eine Möglichkeit, sie für diese Art von Personalstrukturentwicklung zu begeistern, weil sie das Gefühl haben, ja, das ist etwas, was wir von der Tenure-Track-Professur schon kennen und dann können wir das Prinzip so übertragen und überlegen, wie es da weitergehen kann, dann müssen wir irgendwie auch rechtssichere Wege finden, sowas jetzt umbauen zu können.
Der Workaround funktioniert jetzt so im Einzelfall. Ich habe dann wieder Sorge, dass in der Statistik nachher dann wieder 2x50% Stellen und dann heißt es wieder, die Uni Hamburg macht wieder Teilzeitstellen für Promovierte, weil da irgendwie dies nicht geearmarkt ist, dass es eigentlich zusammen eine Stelle ist. Also Sie sehen, so im Alltag sind dann diese Hürden, an denen man da so rumwurschtelt, ganz schön groß. Wir sind auch gerade dabei, eine Betriebsvereinbarung mit dem Personalrat zu schließen, weil ja logischerweise, wenn Sie die Stelle dann erfolgreich entfristen und dann eine Dauerstelle hinlegen, wäre das der Moment, wo Sie normalerweise diese Stelle ja nochmal ausschreiben müssen und auch dann den Personalrat einbeziehen müssen, wenn es um eine Dauerstelle geht. Das wollen wir jetzt natürlich nach vorne vorverziehen und es natürlich dann schon in dem Moment machen, wo wir das erste Mal die Lecturer- oder Researcherstelle auf den Markt bringen und da dann bereits mit dem Personalrat in den Austausch gehen. Und sonst, also um sozusagen dann auch diesen Aufwuchspfad machen zu können. Sie müssen eine neue Stellenbeschreibung machen, die Person muss was anderes machen auf einer E14-Stelle als eine E13. Es darf also nicht einfach eine Karriereentwicklung sein, wie bei einer W1 auf eine W2 oder bei einer W2 auf eine W3. Auch das wussten wir nicht. Jetzt machen wir nächste Woche einen Workshop mit so Stellenbewertungsexperten aus dem öffentlichen Dienst, die uns dann irgendwie erklären, wie man die Stellen so, was man da reinschreiben kann und wie man das machen kann, dass es zwar getrennte Stellenbeschreibungen sind, aber trotzdem ein logischer Fluss ist. Wir haben auch erstmal lange gebraucht, solche Leute überhaupt zu finden, die kommen zu uns und uns sowas erklären. Also Sie sehen, wenn man dann das anfängt umzusetzen, dann wird es halt echt auch operativ und zäh an einigen Stellen. Ja, und dann ist natürlich die Rolle der Fakultäten das A und O, weil die ja in ihren Personalstrukturentwicklungskonzepten letztlich regeln, wie viele von diesen Stellen zu welchen Zeitpunkten sie ausbringen können. Das heißt, Ziel eines solchen Personalstrukturentwicklungskonzeptes ist es ja dann, die Abbildung der strategischen Ausrichtung der Fächer hinsichtlich Forschung und Lehre und Förderung von Early Career Researchern abzubilden. Und damit muss man sich auch mal ehrlich machen. Das ist nämlich das, was unsere Fakultäten jetzt anfangen, weil man dann auch nicht so weitermachen kann wie, da habe ich noch Drittmittel und ein bisschen hier und wenn ich das nochmal so kombiniere, sondern sich ja auch ein bisschen überlegen müssen, wo möchten Sie eigentlich hin, wie soll bei Ihnen das Stellenportfolio aussehen, wie wollen Sie Ihre Studiengänge dahinter machen, macht es dann noch Sinn, so viele ganz kleine Studiengänge zu haben, müsste man die nicht in etwas größeren Einheiten zusammenlegen, weil dann könnte so eine Einheit auch gemeinsam solche Stellen ausbringen. Das ist genau das, was jetzt im Moment bei uns passiert und dieses Tenure-Prinzip würden wir eben dann auch genauso, wie man das beim Professurenprinzip bei der W1-Professur hat, in einer etwas abgeschwächten Form, auch mit einem personaldiagnostischen Element, mit einer kleinen Entfristung, aber das machen wir intern, also jetzt nicht mit einem riesen externen Bewertungsverfahren so entsprechend umsetzen. Die Höhergruppierung ist möglich, wenn der Aufwuchspfad das in den Fakultäten vorsieht und es ist auch möglich, natürlich direkt schon auf einer Seniorstelle einzustellen, dann direkt unbefristet, wenn die Leute schon diesen Reifegrad sozusagen, die Forscherinnen und Forscher, die da eingestellt werden sollen, so sind, dass es dann das so umgesetzt werden kann. Ich habe eine Schlussfolie mitgebracht, jetzt können wir natürlich noch stundenlang darüber weiter erzählen, weil wir dann festgestellt haben, wir brauchen einen Ort, wo wir sowas diskutieren können, weil da ja ganz viel zusammenkommt. Unser Hamburg Research Academy, die Personalentwicklung, die Graduiertenschulen, dann natürlich die Verwaltungsleitung aus den Fakultäten, die Personalräte. Und wir haben dann festgestellt, dass eigentlich die Grundsatzfrage dahinter steckt, wie wollen wir wissenschaftliche und akademische Karrierewege an der Universität gestalten, immer sich verbindet mit, welche Wissenschaftskultur wollen wir eigentlich, wie wollen wir eigentlich hier zusammen lehren und forschen. Weil wenn sich dann eben mehrere Professuren zusammentun und so eine Stelle ausbringen, müssen die auch eine gemeinsame Idee haben, wo sie hinwollen, was passieren soll, vor allen Dingen, wenn eben ein hoher Selbstständigkeitsgrad ja für diese Art von Stellen auch vorgesehen ist. Wir haben dafür alle diese verschiedenen Bereiche in ein Netzwerk zusammengebündelt. Wir nennen das HAC bei uns. Das steht für Hub of Academic Career and Research Culture. Wir haben das von der Universität Cambridge gelernt, die das so machen, die auch so Culture Facilitators haben. Und das wird bei uns von Linda Jauch geleitet. Ganz viele hier kennen sie vielleicht aus dem Uniwind-Kontext, weil sie sozusagen jetzt diejenige ist, die genau versucht, diese ganzen Diskussionsstränge und diese verschiedenen Themen, die da eine Rolle spielen, so zusammenzubringen,
zu bündeln, dass wir rauskommen aus diesem Denken in einem Portfolio an Stellen und hinkommen in durchgängigen, transparenten Karrierewegen. Vielleicht würde ich das mal an dieser Stelle so belassen, denn wir können ja gleich das noch gemeinsam weiter diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Frost. Wenn es jetzt von Ihnen Zeit für 1, 2 Fragen direkt an Frau Frost haben wir jetzt und dann gehen wir auf das Panel, wo Frau Frost und Frau Spinat auch mit uns weiter diskutieren. Gibt es von Ihnen etwas, was Sie jetzt gleich loswerden wollen? Da gibt es jemanden und hier vorne habe ich gesehen. Bitte. Mirjam Müller, Uni Konstanz. Danke, Frau Frost. Ich bin hier. Rechts. Da hinten. Links, da hinten. Aha. Ich habe eine kleine technische Frage und zwar zu den Nachwuchsgruppen mit Tenure Track. Ja. Wie machen Sie das strukturell? Das hat auch lange gedauert und wir haben jetzt mit dem Gesetzgeber eben auch die Variante diskutiert, dass wir sozusagen ein Tenure dahinter legen können, ohne dass man nochmal ein erneutes Berufungsverfahren auf W1 machen müssen, wo wir sozusagen schon das Nachwuchsgruppenverfahren sozusagen dafür nutzen können. Aber natürlich sind jetzt auch die Fakultäten aufgefordert, sich zu überlegen, wo sie das wollen. Weil was wir im Moment natürlich noch nicht machen, ist, dass wir sagen, grundsätzlich jede Person, die mit einer Nachwuchsgruppe kommt, kriegt automatisch den Tenure. Denn da stehen wir jetzt ja genau vor dem Thema, welches Personalstrukturkonzept möchte eigentlich die Fakultät. Und das ist jetzt, glaube ich, im Moment auch mal so eine Phase ein bisschen des Ehrlichmachens. Und das wäre ja auch fair, wenn wir das tun würden. Und genau das machen die Fakultäten an der Stelle jetzt. Ich glaube, hier vorne, Sie hatten sich gemeldet, da kommt das Mikro. Der Herr hier in der Mitte und noch einer und dann gehen wir aufs Panel. Bitte. Ja. Dankeschön, Armin Krawisch, Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ja, vielen Dank für den lebhaften, schönen Vortrag. Man hatte fast den Eindruck, dass wir eben sozusagen den Überbau hatten und Sie haben jetzt direkt die Ideen des Wissenschaftsrats, haben Sie schon jetzt hier konkreter ausformuliert. Meine Frage ist eigentlich, wie verbindlich sind denn die Regelungen jetzt bei Ihnen? Also wenn Sie jetzt neue Stellenkategorien schaffen, Researcher, Lecturer und so weiter, das ist ja dann jeweils in den Fakultäten verankert, vermute ich mal. Und wie groß ist die Verbindlichkeit, das tatsächlich denn dort auch umzusetzen und wie viel basiert auf Freiwilligkeit? Also wir sind jetzt ja eine sehr große Universität und eine Volluniversität und natürlich gab es auch Fakultäten, die gesagt haben, für uns kommt das gar nicht in Frage und das entspricht nicht unserem Modell. Wir sind aber so viele, dass wir gesagt haben, wir können im Prinzip erstmal mit der Koalition der Willigen anfangen. Und wir haben dann ein großes akademisches Karrierewegeprojekt aufgesetzt mit verschiedenen Teilprojekten, wo man sich eben von dieser Stellenbewertung bis zu dieser Frage, wie würde dann so ein Tenure aussehen, alle möglichen Leute dabei waren und zwar auch aus der exekutiven Leitungsebene, also Dekaninnen und Dekane oder in dem Fall oft die Prodekaninnen und Dekane, Verwaltungsleitung und Leute, die bei uns in der Präsidialverwaltung daran arbeiten. Und das hat total viel gebracht, weil das jetzt mal anders war als immer so ein runder Tisch oder irgendwie so dieses, wo man sich dann irgendwie immer so regelmäßig in den Kammern mit den Dekanaten trifft, weil wir da das eben auf verschiedene Themen aufgeteilt hatten und immer, wenn wir was dazu fertig hatten, dann haben wir so eine Art Projektwerkstatt gemacht, wo wir diese Arbeitsergebnisse wie auf so einem A0-Forschungsposter sozusagen auch mal gezeigt haben am Anfang, weil das ist ein Format, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gut kennen und wo sie auch schnell und gut Feedback geben können. Und was jetzt eben passiert ist, dass, wenn wir jetzt anfangen, das zu tun, dass jetzt auch Fakultäten, die das vorher für sich komplett ausgeschlossen hatten, kommen und sagen, das ist interessant, können wir doch mal darüber sprechen. Und ich glaube, es auch nochmal, gerade nochmal so ein Switch ist, also bisher bei uns, wir sind ja noch eine jüngere Exzellenzuniversität, war das immer früher sehr so, ja, was tut jetzt die Uni, um diese Exzellenzcluster zu unterstützen? Und wir kommen jetzt gerade in so eine Phase, wo wir auch sagen, was habt ihr denn eigentlich jetzt in diesen Exzellenzclustern alles erlebt und erfahren, wo der Rest der Uni auch davon lernen kann, weil ja zum Beispiel der Anteil an Promovierenden ist 60% in den Exzellenzclustern und im Rest der Uni ist er viel niedriger. Also was habt ihr da? Da ist ja wie im Brennglas schon diese Themen. Und das sind alles so Katalysatoren, die
für eine total gute Diskussionskultur an der Stelle sorgen. Und ich glaube, dass man das so machen muss. Und jetzt eben auch mit diesem Hub of Academic Career and Research Culture. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Mittel, die wir aus dem Professorinnenprogramm in Overheads einwerben, die kommen jetzt da rein und da kommt jetzt Personal dazu, die genau jetzt helfen, sozusagen auch nochmal speziell mit dem Wissenschaftlerinnenförderung-Auge nochmal in die Karrierewege reinzugehen, aber so mit Dingen, die auch für die Fakultäten gut sind. Also wo dann auch nicht die Fakultäten jetzt immer das Gefühl haben, so, jetzt kommt da wieder so einer mit seiner Nachhaltigkeitspolizei oder mit seiner Gleichstellungspolizei oder mit seiner Karrierepolizei, sondern dass wir sagen, okay, was braucht ihr denn und wie müssen wir das bei uns organisieren, damit es sozusagen euch an der Stelle hilft. So versuchen wir das. Also ich bin jetzt auch gelernte Organisationsforscherin, also es ist natürlich eine Organisationsentwicklungsmaßnahme. Karrierewege sind Organisationsentwicklung. Das wollten Sie doch, dass ich das sage, oder? Gutes Briefing ist alles. Es gibt eine weitere Wortmeldung in der gleichen Reihe und dann machen wir erstmal einen Schnitt, gehen aufs Panel, aber Sie haben nachher noch Möglichkeit, wieder weiter Ihre Fragen zu stellen. Ja, Dankeschön. Markus Edler, ich komme von der Freien Universität Berlin und wir haben in Berlin ja diese besondere Situation gehabt, dass das BLHG, das Berliner Hochschulgesetz, schon vor längerer Zeit, 21 mit der Novellierung, eben solche Tenure-Track-Verfahren für Postdocs auf Haushaltsstellen verbindlich vorgeschrieben ist. Wir hatten also ein paar Jahre Zeit, das zu diskutieren, auch innerhalb der Berlin University Alliance, also mit den Partneruniversitäten hier in Berlin. Und eine der Fragen, die sich immer gestellt haben und die auch noch ungelöst sind, soweit ich das also zumindest für die Freie Universität sagen kann, ist die Frage, wie gehen Sie mit der geforderten Selbstständigkeit in den Fächern um, in denen eine Laborausstattung erforderlich ist, die ja jetzt nicht noch zusätzlich für die verdauerten Postdocs geschaffen werden kann. Da hängt natürlich auch das technische Personal dran und so weiter. Also das ist ja geht ja nicht nur um Laborräume. Wie lösen Sie dieses Problem der Selbstständigkeit und der Ausstattungsfrage gerade in den Experimentalwissenschaften? Also wir lösen das natürlich, also das ist ja insgesamt ein großes Thema und Forschungsinfrastruktur ist ja auch eins der Leistungsdimensionen, die der Wissenschaftsrat ja auch für die Exzellenz definiert hatte. Und ich habe in vielen Jahren GAIN-Teilnahme auch gelernt, dass mir erfahrene Postdocs gesagt haben, oh nee, nach Deutschland komme ich nicht zurück, da gibt es immer irgendeinen so einen Altvorderen, der hat einen Schlüssel und dann lässt er mich da nicht rein und schließt dann nicht auf und hier kriege ich eine Einführung und dann kann ich sofort losforschen. Wir versuchen insgesamt im Moment ja mehr auf gemeinsam gescherte Forschungsinfrastrukturen zu wechseln. Und je mehr das so wird, desto geringer wird das Problem für die einzelnen für die Forscherinnen und Forscher in einer frühen Karrierephase, weil die dann sozusagen Teil von diesem Team sind. Und was auch an der Stelle nochmal hilft, ist, dass es ja Gruppen von Professuren sind, die zusammen etwas ausbringen und die haben sich in der Regel darüber eben auch Gedanken gemacht, wie sie das haben wollen und wie sie das setzen wollen. Das ist jetzt bei uns bisher und auch auf dieser gemeinsam geteilten Forschungsinfrastruktur kein Thema gewesen. Aber das hat auch was damit zu tun, dass wir zunehmend jetzt in Berufungen nicht mehr den Leuten sagen, okay, das ist da dein Gerät und es steht im Keller und hier ist dein Schlüssel, sondern okay, du hast Messeinheiten oder so und so viel Zugang. Und auf die Art und Weise ist das tatsächlich mit den Karrierewegen an der Stelle einfacher. Vielen Dank, Frau Frost. Vielen Dank erstmal für den ersten Impuls. Und ich bitte einfach auf die Bühne die anderen Diskutierenden, Frau Böhnke, Frau Frank, Herr Rosenthal und Frau Spinat. Suchen Sie sich einen Platz. Ich sitze hier außen und ich stelle Sie gleich vor. Oh, wie wollen wir denn? Wo Sie möchten. Das ist Okay. Herzlich willkommen. Genau, ich stelle noch mal ganz kurz die Person vor in alphabetischer Reihenfolge, weil sonst immer alle fragen, warum in der Reihenfolge. Frau Doktorin Mandy Böhnke, Konrektorin für Internationalität, wissenschaftliche Qualifizierung und Diversität an der Uni Bremen. Und ich hatte die Diskutierenden im Vorwege um eine Satzergänzung gebeten und der Satz hieß, der Kern des Tenure-Track-Prinzips ist für mich. Und Frau Böhnke sagt, der Kern ist für sie Verlässlichkeit, Transparenz und Planbarkeit, insbesondere für WissenschaftlerInnen in einer frühen Karrierephase. Herzlich willkommen, Frau Böhnke. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön.
Andrea Frank ist stellvertretende Generalsekretärin des Stifterverbandes, Mitglied der Geschäftsführung. Sie arbeitet, ich habe nochmal nachgeschaut, seit 2006 beim Stifterverband. Und sie ist unter anderem dort auch für die Weiterentwicklung, programmatische Weiterentwicklung zuständig. Und für sie ist der Kern des Tenure-Track-Prinzips, dass es eine Inspiration für eine zukunftsfähige Personalstruktur sein kann, auch jenseits der Professur. Herzlich willkommen, Frau Frank. Schön, dass Sie da sind. Frau Frost habe ich Ihnen gerade vorgestellt und für Sie ist der Kern, was sie eben auch schon so ein bisschen ausgeführt hat, des Tenure-Track-Prinzips, das bislang dominierende Karrieremuster in der Wissenschaft fördern, qualifizieren, wechseln, nun wesentlich zu erweitern, um das Prinzip holen, fördern, halten, was Sie eben auch gesagt haben. Vielen Dank, Frau Frost. Schön, dass Sie jetzt auch auf dem Panel sind. Herr Professor Rosenthal sitzt neben mir, seit 2 Jahren Präsident der HAK, vorher dort auch als Vizepräsident tätig. Für ihn ist der Kern des Tenure-Track-Prinzips die frühe Selbstständigkeit junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und, was wir heute schon haben, die Berechenbarkeit von Karrierewegen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und Frau Spinat haben Sie heute Vormittag kennengelernt und auch sie hat den Satz vervollständigt. Für sie ist der Kern eine klar definierte Bewährungsphase, die einen qualitätsgesicherten und attraktiven Übergang von einer befristeten auf eine unbefristete, zumeist höherwertige Stelle bedeutet. Danke, Frau Spinat. Schön, dass Sie jetzt da sind. Ich zitiere mal nochmal aus dem Koalitionsvertrag der neuen Regierung. Da stehen viele attraktive Dinge drin. Wir verbessern die Arbeitsbedingungen, wir novellieren das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, wir werden Mindestvertragslaufzeiten nach der Promotion einführen, wir bauen das Tenure-Track-Programm aus und verbessern die Rahmenbedingungen für mehr Dauerstellen, das ist vielleicht für uns das Zentrale. Wir wollen den Anteil von Frauen an wissenschaftlichen Führungspositionen weiter erhöhen und so weiter und so fort. Wir haben jetzt schon ein bisschen von Ihnen gehört, Frau Frost, aus dem BUWIG. Eine Zahl lässt einen ja ein bisschen nachdenklich werden. 90% sind des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals unter 45 waren befristet angestellt, 90% der Promovierenden, in der Wirtschaft nur 74%. Können die Unis überhaupt konkurrieren? Ich gehe noch mal kurz an Frau Frost wegen BUWIG und dann öffnen wir die Runde. Vielleicht ein Satz dazu, man muss es ja ein bisschen einordnen und natürlich sind ja dann die Professuren sozusagen nicht mehr Teil dieser Betrachtungsweise. Also insofern ist natürlich immer, wenn man diese Befristungszahl sieht, wirkt die immer sehr viel höher an der Stelle, als sie natürlich, wenn man das im Gesamtsystem anguckt, dann ist. Aber natürlich ist sie in unserem System sehr hoch und Frau Spinat hatte ja auch schon über die Hürden gesprochen, unter anderem natürlich Kapazitätsrecht, das Beamtensystem, die das Ganze ein bisschen schwieriger machen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wenn man in der Forschung unterwegs ist, dann gibt es ja immer so 3 Modelle der Karrierewege, das Tenure-System, das Pyramidenmodell, für das Frankreich steht und das deutsche Modell wird ja in der internationalen Forschung immer als Survivor-Modell bezeichnet. Und das sagt ja dann an der Stelle vielleicht auch was. Und was wir doch jetzt versuchen, ist von diesem Survivor-Modell ins Tenure-Modell rüber zu wechseln. Und dann schauen wir mal, wie sich da die Quoten ändern. Ich komme noch mal, wir hatten eben schon das Thema mehrmals genannt, Personalstruktur. Es geht um einen strukturellen Blick, es geht um Blick auf die gesamte Institution. Und der Stifterverband hat ja das Hochschulbarometer auch dazu genutzt, Frau Frank, zur Personalstruktur zu befragen, die Hochschulleitung. Und was nehmen Sie hauptsächlich mit aus diesem Hochschulbarometer, was die Personalstruktur angeht und vor allen Dingen, was den strategischen Umgang mit Personalentwicklung angeht? Was sind da so Ihre Schlussfolgerungen? Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Erstmal vielen Dank für den Einblick auf dieser sozusagen sehr konkreten Ebene und auf der sozusagen Empfehlungsebene. Und ich glaube, das Hochschulbarometer hat so ein bisschen dazwischen gefragt und vielleicht so 2, 3 Erkenntnisse, die wir mitgenommen haben. Also Sie hatten das gesagt, das ist gerade Momentum. Also ich glaube, diese Relevanz von strategischer Personalplanung und Personalpolitik ist angekommen an den Universitäten oder den Hochschulen, die sich da beteiligt haben, in der Breite, getrieben durch auch die Erkenntnis, dass sie unattraktiver werden als Arbeitgeber, Stellen bleiben offen, sowohl im wissenschaftlichen Bereich wie auch im nicht wissenschaftlichen Bereich. Und die Konsequenz daraus ist schon eine Auseinandersetzung mit dem, was Sie beschrieben haben, also einer
Personalstrukturplanung. Im Hochschulbarometer haben 1/3 der Hochschulen gesagt, wir haben das schon, mal mindestens auf mehr als einer Fakultät. Da würde ich gleich sagen, Fragezeichen, Klammer zu. Ein anderes Drittel sagt, wir arbeiten gerade daran an Modellen, die auch sozusagen so Tenure-Track-Prinzipien mit einbeziehen. Und 7 aus 10 haben gesagt, wenn ich es richtig erinnere, wir machen zunehmend Personalplanung und Rekrutierung zentral. Also auch ein bisschen das, was Sie beschrieben haben, im Aushandlungsprozess mit den Fakultäten überlegen, was braucht man langfristig auch an Personal und an Stellen. Also das ist vielleicht so Dinge, die jetzt ganz gut zu der Diskussion passen. Und vielleicht noch einen letzten Punkt. Wir haben auch gefragt nach diesem R1 bis R4 Modell. Was sind eigentlich so Kriterien und Kompetenzen, die Ihnen besonders wichtig sind bei Forschenden, die diese Stufen durchlaufen und jenseits der fachlichen Expertise sozusagen. Und da wurde natürlich auch deutlich, dass mit dem zunehmenden Verantwortungszuwachs bei den R3, R4 Stellen auch diese Frage von Leitungskompetenzen von großen Forschungsgruppen, Drittmittelakquise, natürlich, das ist jetzt nicht so überraschend, finde ich, aber natürlich stärker als Kriterium herangezogen wird als sowas wie Teamfähigkeit, was eher bei R1 und R2 relevant war. Also vielleicht das so kurzer Einblick in diese Befragung, die auch recht neu ist von Ende des Jahres. Ja, ich war etwas erstaunt, dass sich nicht mehr Universitäten, mehr Hochschulen strategisch mit Personalstruktur und Entwicklung befassen. Herr Rosenthal, woran liegt das? Haben die Hochschulen das jetzt erkannt erst oder war das lange Zeit ein Automatismus? Warum fängt es jetzt dieses Momentum an, sich mit Personalstruktur und Entwicklung zu befassen? Ja, ich glaube, lange Zeit gab es ja auch keinen Personalmangel. Es gab reichlich Bewerbungen, es gab jetzt keinen Druck von außen, um sich da auf den Weg zu machen. Meine eigene Erfahrung auch im außerministeriellen Bereich ist sehr stark, dass auch die Personalentwicklung teilweise aus den Personalabteilungen kam und sie sehr wissenschaftsfern aufgesetzt wurde und geradezu abschreckend auf die akademische Community wirkte. Ich kann mich entsinnen, in einer Institution hat die Personalabteilung dann ein 50-Seiten-Papier verfasst und hat gesagt, das müsst ihr jetzt alles abfragen, wenn ihr Personalgespräche führt. Und damit war Personalentwicklung tabu für die nächsten Jahre. Jetzt gibt es eine andere Motivation, auch eine ganz andere Lage. Wir konkurrieren mit anderen attraktiven Angeboten in Zeiten der Vollbeschäftigung. Internationale Kolleginnen und Kollegen wollen wir gerne anwerben. Und es gibt vielleicht auch in Deutschland, auch was die Universitäten angeht, den Blick auf die außeruniversitäre Forschungslandschaft, in der ja Nachwuchsgruppen und so weiter viel länger eingeführt sind und viel etablierter sind als an den Hochschulen, die natürlich auch schon durch Eminute und so weiter da waren. Und es gibt viele gute Gründe, sich jetzt darum zu kümmern, aber in einer wissenschaftsadäquaten Form. Und Frau Voss, Sie haben das ist ein super Beispiel, wie Sie das in Hamburg machen, finde ich. Ich bin schon fast demotiviert, was zu sagen, weil Sie alles gesagt haben, was man zu dem Thema und der Praxis eigentlich sagen muss. Ich fand das sehr gut und ich finde das ein tolles Beispiel, wie Sie sich auf den Weg gemacht haben. Wir laden Sie mal ein in die HRK, dass Sie darüber berichten können. Wir werden sicherlich noch ein paar Aspekte finden, die wir ausleuchten können. Vielen Dank erstmal. Es gibt jetzt ja neue Stellenkategorien. Wir haben von Frau Frost schon davon gehört. Es gibt es an einigen Hochschulen. Wir haben Frau Böhnke hier sitzen. Auch an der Uni Bremen gibt es. Und Sie haben mit der Jungen Akademie die Leitlinien. Ich habe mir die nochmal angeschaut für unbefristete Stellen neben der Professur. Ich würde gerne mal mit Ihnen über diese neuen Positionen, neuen Stellenbezeichnungen sprechen. Vielleicht mögen Sie beginnen, Frau Böhnke. Wir haben jetzt schon von Senior Lecturer, Senior Researcher gehört, von Academic Managern und so weiter. Ja. Erstmal, wie ist die Akzeptanz dieser neuen Stellenkategorien, auch der Bezeichnungen, wenn ich mir das klassische Gefüge angucke? Ja, also, wo fange ich an? Wir haben diese Stellenkategorien seit 2018 und auch im Gesetz, also im Bremischen Hochschulgesetz, wenn Sie nachschauen wollen, gibt es Lektorinnen. Das ist eine Stellenkategorie, die es schon länger gibt in Bremen und seit 2018 nochmal in der Beauftragung als Researcher oder Lecturer.
Jetzt könnte man natürlich fragen, ist Lecturer nicht das gleiche wie Lektorin, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Sie hatten ja nach der Akzeptanz gefragt von Researcher oder Lecturer und die ist sehr gut, würde ich sagen, vor allem was die Researcher angeht, wird das sehr, sehr gut angenommen. Es sind etwa 2/3 unserer Fachbereiche, die schon solche Stellen ausgeschrieben haben und auch besetzt haben. Es ist natürlich immer noch nicht in der Breite. Ne? Irgendwie in der Pause wurde ich gefragt, ja, wie viel sind es denn? Ja, es sind noch weniger, aber wir haben auch erst 2018 angefangen, 2019 die erste Person besetzt auf dieser Stelle. Aber wir haben auch schon ein bisschen Erfahrung mit den Lektorinnen natürlich, die auch schon sehr viel Selbstständigkeit hatten. Und wenn ich mit den Stelleninhaberinnen spreche, haben die alle oder die allermeisten haben sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Die Fachbereiche mussten natürlich ein kleines bisschen auch noch lernen. Wie mache ich das denn ganz genau mit dem Zugang zu den Facilities oder sowas? Das war schon hier und da vielleicht eine kleine Herausforderung, aber insgesamt sehr gut angenommen. Gibt es fachliche Unterschiede? Ja. Fachkulturelle? Sagen Sie uns ein bisschen was dazu? Ja, also es ist so, dass natürlich, hier kam die Frage, wie ist das mit sehr starker Laborausstattung? Da müssen wir sicher noch nacharbeiten. Also wir haben Physik, Elektrotechnik, Biologie, Chemie, da sind die noch nicht wirklich etabliert. Also da müssen wir, glaube ich, noch mal nacharbeiten. Da sind wir gerade in so einem Evaluationsprozess. Das macht man ja auch gern mal nach ein paar Jahren. Und da sind wir gerade dabei, die Fachbereiche auch noch mal einzubeziehen und zu sagen, was bräuchtet ihr hier eigentlich? Ja. Ich komme zu diesem Papier, was Sie mit der Jungen Akademie gemacht haben, und Sie nennen da ja auch 3 Stellenkategorien, Lecturer, Researcher, Academic Manager. Sind diese Stellenkategorien, diese neuen trennscharf? Gibt es da Überschneidungen? Warum werden die so genannt? Wegen der Akzeptanz? Hätte man die auch anders nennen können? Na, die werden natürlich so genannt, weil es Schwerpunkte gibt auf der Forschung, Schwerpunkte auf der Lehre oder in der Administration, in der Wissenschaftsverwaltung. Aber sie überlappen natürlich. Ein ganz wesentliches Feature aller Stellen ist, dass es 20% mindestens zur selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit geben muss, dass zum Beispiel die Daueraufgaben nicht mehr als 30% sind. Die Lehrverpflichtungen sind einigermaßen festgelegt, da gibt es dann schon einen Unterschied. Aber natürlich wird es dort Überlappungen geben. Es ist ein Vorschlag, den wir gemeinsam erarbeitet haben, die Mitgliedergruppe Universitäten der HK mit der Jungen Akademie. Die Akzeptanz war gar nicht, es war kein Selbstläufer, würde ich sagen. Es gab durchaus auch kritische Stimmen, weil ja gerade in den Fakultäten die Sorge besteht, dass da so eine Professur in Leid geschaffen werden sollen. Und ich hoffe, dass wir damit umgehen können und dass man auch diese Ängste nehmen kann. Und wie Sie das in Hamburg machen, dass sich die Professorenschaft zusammentut und in einer Gruppe dann solche Stellen festlegt, das ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Ich finde jetzt auch, das ist eine Möglichkeit der Ausgestaltung exemplarisch. Wir haben das ja sehr stark auch durchexerziert, im Detail beschrieben, und es ist eine Handreichung, wie man es machen kann. Es gibt sicher auch andere Kriterien. Das Schwierigste war auch der Wissenschaftsmanager, da haben wir uns am schwersten mitgetan. Promotion nein, Promotion ja. Wir haben ja jetzt geschrieben, Promotion ist die Regel. Es mag mal eine Ausnahme geben, der ist auch so in der Community sehr umstritten, der Wissenschaftsmanager, dass auch Wissenschaftsmanager eben ein Stück Eigenständigkeit haben und eigene Forschung machen können. Aber wir hielten das damals für richtig. Für mich ist etwas ganz Essentielles, dass bei der Besetzung dieser Stellen, und das trifft für alle Kategorien zu, dass es nicht von Individuen betrieben wird, wie es ja heute üblich ist. Dauerstellen sind dann da, die Person geht weg, geht in Ruhestand, letzteres kommt dann häufiger vor, und dann sind diese Dauerstelleninhaberinnen und Inhaber allein auf weiter Flur, werden rumgeschubst, keiner möchte mit ihnen zusammenarbeiten und möchte selber Mitarbeiter einstellen. Deswegen ist wichtig, dass die Stellen offen ausgeschrieben werden, qualitätsexzellenzorientiert ausgeschrieben werden, dass es letzten Endes ein Team ist. Ich will nicht sagen eine Berufungskommission, aber ein Team ist, das beruft, sodass eine allgemeine Akzeptanz auch da ist und dass diese Stellen dann in den Instituten oder gar im Dekanat angesiedelt sind, auf jeden Fall nicht oder nur vorübergehend an eine einzelne
Professur angedockt sind, was der Wissenschaftsrat ja auch schon vor Jahren so empfohlen hat, was aber bisher kaum in der Praxis umgesetzt wurde. Ja, da würde ich gerne nochmal nachfragen, vielleicht auch nochmal Ihre Erfahrung. Also Sie sagten gerade der Wissenschaftsmanager, die Wissenschaftsmanagerin, also Sie haben es ja Academic Manager genannt in Ihrem, ist besonders umstritten oder besonders, weil wir keine Erfahrung damit haben oder weil das zu forschungsfern erscheint. Was sind da so die Vorbehalte, die es gibt an den Hochschulen? Können Sie vielleicht auch, Frau Böhnke, ich weiß nicht, gerne auch, was steckt dahinter? Ist es zu wenig forschungsgetrieben? Muss denn alles forschungsgetrieben sein bei solchen Stellen? Also ich kann nur sagen, wir haben es getrennt. Ja. Das ist damals so entschieden worden. Das war auch noch gar nicht, wir waren dann noch gar nicht in der Leitung. Weiß ich nicht, ob wir es anders gemacht hätten, aber bei uns ist es getrennt. Bei uns gehören diese Stellen zur Verwaltung. Mhm. Mhm. Sie sagen das mit so einem... Ja, weil ich sage das deshalb so, weil das ist durchaus, wird das hochgradig diskutiert. Ja. Weil natürlich viele Menschen, die da sind, kommen aus der Wissenschaft und finden sich gar nicht so richtig wohl möglicherweise in Verwaltung. Deshalb sage ich das so. Ja, ein bisschen so. weil wir ja auch ganz kurz, Frau Frank, bevor Sie dran sind, weil wir ja oft auch, wir haben jetzt eben Wissenschaft und wissenschaftsnahe, wurde heute Morgen gesagt. Ich glaube, Frau Spinat, Sie haben es gesagt, früher hieß es wissenschaftsunterstützend, das lässt man weg. Ne? Es gibt auch, wenn ich es recht weiß, eine Uni in den Niederlanden, die diese Trennung überhaupt aufgehoben hat, weil sie sagen, für uns sind das alle Stellen, Utrecht oder so, die dazu beitragen, dass die Hochschule funktioniert. Das finde ich einen interessanten Ansatz, weil Sie jetzt eben sagen, manche sehen sich gar nicht in der Verwaltung, weil es einen geringeren Stellenwert hat, weil man da nicht mehr als WissenschaftlerInnen gesehen wird. Das steckt ja eigentlich dahinter, diese Kategorisierung und damit auch eine Bewertung, oder? Verstehe ich das richtig? Ich glaube, das wird so wahrgenommen von den Personen, die da sind. Da müsste man sicher, sind wahrscheinlich einige hier, würde ich mal vermuten. Und ich sehe Nicken. Ja, genau. Also das heißt, wir kommen vielleicht nachher nochmal, die Arbeit, die da getan wird, wie wird die bewertet in einem Gesamtkonstrukt von Tätigkeiten? Frau Frank, dazu. Ich wollte vielleicht da nur einen anderen Gedanken nochmal reinbringen. Ich habe da jetzt auch keine Antwort zu, aber ich habe Personalstrukturpläne auch immer so verstanden, dass sie ausgehen von den Bedarfen der Institution oder der Fakultät in Forschung und Lehre oder eben Transfer oder welchen Leistungsdimensionen man auch spricht. Und wenn man so da drauf guckt, finde ich, dass viele sozusagen Academic Manager oder wie auch immer man die nennt, eben jetzt mit Blick auf die Bedarfe, die wir in Forschung und Lehre haben, ja Aufgaben übernehmen, die sehr wissenschaftsnah sind. Also ich nehme jetzt mal die Weiterentwicklung der Lehre, ist sozusagen in vielen Bereichen ohne eine klare disziplinäre Verortung oder eine Expertise in der Didaktik gar nicht machbar. Also was wir jetzt so bei Digitalisierung der Lehre oder anderen Modellen, Lernzentrierung etc. Und das Gleiche gilt natürlich für Forschung auch. Wenn wir jetzt Infrastrukturen zentraler bewirtschaften, sage ich mal, gibt es dort, glaube ich, auch Aufgaben, die eine Nähe zur Disziplin erfordern. Und vielleicht könnte es helfen, anstatt über ist das jetzt Verwaltung oder nicht, eher zu überlegen, welche Bedarfe habe ich eigentlich als Institution in Forschung, Lehre, Transfer und welche Kompetenzen braucht die Person und ist die dann nicht ganz stark auch wissenschaftsverortet oder wissenschaftlich verortet? Das nur so als Gedanke. Ja, was würde das übersetzt heißen? Frau Frost hat ja schon mal gezeigt, wie es übersetzt. Was heißt das übersetzt in die Institution? Ein Grund, warum solche Stellen häufig ja in der TVP-Kategorie sind und nicht in der WIMI-Kategorie, ist natürlich das Kapazitätsrecht und die Lehrverpflichtung, die dahinter liegt. So, und wenn wir zum Beispiel eine Transferagentur neu aufbauen, uns auch Teile davon sogar mit Exzellenzmitteln fördern, hat das natürlich total viel mit Forschung zu tun. Das ist eines der zentralen Leistungsdimensionen, wie sie auch der Wissenschaftsrat definiert. Aber da muss man ja sofort wieder irgendwie, dann rückt man das Lehrdeputat runter, dann muss es aber woanders hin und dann hat man natürlich ein riesen Kapazitätsthema. Also insofern Kapazitätsrecht, habe ich vorhin schon mit Herrn Kreisler diskutiert, wäre ja auch was wir gerne nochmal anfassen wollen würden, wenn man über Karrierewege weiter nachdenkt. Das ist mir auch klar, dass das auch ein Landesthema ist. Dann haben wir diese schwere Vergleichbarkeit. Also deswegen, es wäre ja natürlich schon toll, weil uns ja mit den Lecturer- und Researcher-Stellen, wenn wir die jetzt so nennen, dann kriegen wir doch auch etwas mehr Transparenz im System hin, so wie es ja mit der Tenure-Track-Professur auch
gelungen ist. Es gibt ja nicht eine Tenure-Track-Professur für Informatik und die ist ganz anders gebaut von den Kriterien her als eine Tenure-Track-Professur in einem anderen Fach, sondern alle folgen der gleichen Satzung. So, und das hat ja dazu geführt, dass es auch international, jedenfalls für mein Fach in der Ökonomik, viel mobiler geworden ist und unsere jungen Postdocs dann in die Niederlande gehen und nach England gehen und dann aber auch wieder zurückkommen. Aber natürlich, ehrlich gesagt, aus dem Ausland auch keiner versteht, was wir da eigentlich mit Academic Manager und mit unseren ganzen komischen anderen Stellen meinen. Weil jetzt mal ganz ehrlich, in Hamburg sind das dann Stellen nach dem Hamburgerischen Hochschulgesetz nach Paragraph 28 1, 2, 3. Super. Können wir ganz toll jetzt vergleichen mit den anderen. Also so, und dann, also als wir den Antrag hier damals, Wissner Tenure-Track-Antrag gemacht haben, wo man dann ja immer hinten hinschreiben sollte, wie viel man eigentlich davon, dann sitzen wir da nachts händisch und gucken uns in diesen Tabellen an, weil die Sachen sind dann nach 28.3 zugeordnet, aber sind eigentlich in einer anderen Kategorie, wenn man Postdoc mit Promotion oder Postdoc ohne Promotion, viele bleiben auf der 13er Stelle, sind aber promoviert, weil sie aber ohne DIS mal eingestellt worden sind. Wissen wir das noch nicht mal richtig in der Personalabteilung? Also das heißt, auch die Systeme, mit denen wir da arbeiten, die kommen ja aus der öffentlichen Verwaltung, die funktionieren ja überhaupt nicht für Wissenschaft. Also wenn wir jetzt über neue Karrierewege sprechen, sprechen wir vielleicht auch mal darüber, in welcher Art wir das nachher auch bei uns administrieren oder verwalten. Da könnten wir uns vielleicht auch noch mal gemeinsam einen Schritt nach vorne zusammen bewegen. Dann würden wir auch eine bessere Transparenz herstellen würden und das würde sicherlich auch noch mal einen guten Move dann bedeuten. Ja. Ich glaube, Frau Böhnke, noch mal dazu auch. Vielen Dank noch mal, das gehen wir gleich noch mal rein. Ich finde den Punkt total wichtig. Es war einer der herausstechenden Punkte, die wir hatten, als wir überlegt haben, ist das jetzt gut so, wie wir es gemacht haben, was müsste man vielleicht noch anders machen? Dann war auch immer wieder die Frage, wie bewerben wir diese Stellen eigentlich und verstehen die Menschen irgendwo in der Welt, was wir eigentlich meinen. Und sehr oft, glaube ich, verstehen sie es nicht, weil wir erstmal einen ganzen Boost an Paragraphen haben, wo man sich durchlesen müsste und durchwühlen müsste. Und ich glaube, auch da müssen wir irgendwie schlanker und attraktiver sein, so dass man auch Menschen bekommt, dass sie das lesen und nicht erst studieren müssen, um zu verstehen, auf welche Stelle sie sich da bewerben. Und Sie sprechen das Internationale an, aber wir können ja auch beim Nationalen bleiben. Ja. Ne? Also, dass wir die verschiedenen Landeshochschulgesetze schon in ihrer Unterschiedlichkeit betrachten und eventuelle Vereinheitlichungswünsche ja doch meistens abgewehrt werden. Sie nicken leidend. Ja, schon. Aber wir sollten jetzt die Landesgesetzgebungen, die unterschiedlich sind und die unterschiedlich große Spielräume auch ermöglichen, die sollten wir jetzt nicht vorschieben und nichts tun an den Hochschulen. Ja? Sie sind ja auch losgeprescht und haben dann geguckt, welche Probleme liegen auf dem Weg. Und ich glaube, so muss man es machen und nicht sagen, wir haben so viele Einschränkungen, die Verwaltung ist so kompliziert, geht lieber nicht. Das höre ich sehr oft. Aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Wir müssen es auf den Weg machen und dann eben diese Verwaltungshürden, die es gibt, die müssen wir überwinden. Ich glaube, jedes Bundesland hat ausreichend Spielraum, um Karrierewege neben der Professur, Dauerstellen, wie Sie gerade beschrieben haben, auch diese Tenure-Track-Stellen neben der Professur auszugestalten. Es geht überall. Und dann wird man hier und da an Grenzen stoßen und das unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Aber grundsätzlich ist es möglich. Ja, Sie sprechen noch mal eine Sache an, das haben wir ja auch mit den neuen Stellenprofilen. Es gibt ja schon jetzt auch Bewerberinnenmangel in den sogenannten wissenschaftsnahen Bereichen. Das wird sich ja auch zuspitzen. Es gibt ja bestimmte Bereiche, wo man nicht mehr so viele Leute bekommt und das wird weitergehen. Und wir sprachen jetzt die ganze Zeit von Researcher, Lecturer. Es gibt ja noch andere Profile. Frau Frank hat mich auch noch mal im Vorgespräch auf was Spannendes aufmerksam gemacht, die Venture Science Doctorates. Ich habe es noch mal nachgeguckt. Können Sie noch mal kurz erklären, was das ist und warum ist das eine spannende Erweiterung unserer Gedanken, die wir hier haben? Genau, also ich hatte mich auch noch mal ein bisschen schlau gelesen an dem HRK-Papier und ich fand es immer sehr stark fokussiert auf Forschung und Lehre, sozusagen ausgehend aus der Promotion und mit dem Science Venture Doctorate versucht man, die Sprint macht das jetzt aber nach Vorbild von Cambridge, versucht man im Prinzip das Doktorat oder die Promotion sehr stark unternehmerisch zu denken und mit dem Ziel, nicht nur Forschung zu betreiben, sondern in dieser Phase eben auch Deep Tech-Gründungen herauszubekommen und das Forschungsumfeld für diese Doctorates sind sozusagen bereichert durch entrepreneurial Akteure oder auch angesiedelt in sehr entrepreneurship starken Labs.
So, das ist die Kurzform. Und die Frage, die ich mir gestellt hatte, auch beim Lesen nochmal der HHK-Position zum Beispiel, ob nicht auch für eine Leistungsdimension einer Uni, also mir ging es ein bisschen um die Motivation und die Anreize für die Bewerberinnen und Bewerber auf diese alternativen Karrierewege zu gehen. Und gerade jemand, der sehr unternehmerisch sozusagen motiviert ist, ob man nicht auch Karrierewege innerhalb von sehr stark unternehmerisch geprägten Hochschulen, Forschungseinrichtungen, wie auch immer, hätte für solche Kandidatinnen und Kandidaten, die eben nicht explizit in der Grundlagenforschung den nächsten Schritt machen wollen oder in der Lehre, sondern sehr stark unternehmerisch unterwegs sind. Und ich glaube, das wäre auch ein Asset sozusagen für Hochschulen und Forschungseinrichtungen, solche Karrierenpfade mitzudenken, wenn es eben entsprechend ihres Profils einen Mehrwert für die Institution bringen könnte. Das gilt jetzt nicht für jede Uni, aber für sehr stark unternehmerische Hochschulen wäre das, glaube ich, ein spannender weiterer Karrierepfad, den ich so unter Research und Lecturer nicht so gefunden habe. Also ich glaube, dieses Papier, das sehr starke Beachtung gefunden hat, es ist gut, dass es erstmal so für sich steht. Es war nicht unumstritten, es war in der HRK nicht unumstritten, es war auch in der Jungen Akademie nicht unumstritten, aus verschiedenen Blickwinkeln halt. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wie es jetzt geschrieben worden ist und vielleicht auch die Fokussierung auf die Wissenschaft. Und deswegen würde ich schon sehr dazu stehen. Die Hochschulen, die Universitäten haben ja viele Programme, die das jetzt aufgreifen, was Sie gesagt haben. Der Präsident der Uni Jena kann das bestätigen, meine alte Uni, dass es da schon jede Menge Programme gibt und Möglichkeiten, sich auch in Richtung Ausgründung während der Promotionszeit, vielleicht während der Studierendenzeit zu bewegen. Ob wir das jetzt alle schon da reinpacken sollen, da hätte ich ein bisschen Zweifel. Ich glaube, wenn man das Profil der Hochschule betrachtet und überlegt, gehe ich dahin oder gehe ich nicht dahin, dann spielt das schon eine Rolle. Und es muss in den Informationen schon mit enthalten sein. Aber bei diesen Spielregeln, die ja hier aufgestellt werden soll, da würde ich jetzt von vornherein nicht sehen und nicht differenzieren. Und wenn wir solche Konzepte flächendeckend durchkriegen, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Deswegen würde ich sagen, eins am anderen oder auch parallel. Ich finde jetzt diese Fokussierung auf die Wissenschaft durchaus richtig und nötig auch. Wollen Sie gleich noch Ja, dazu? vielleicht, Gerne. ich glaube, war gar nicht als Kritik an dem Papier gedacht, aber wenn ich jetzt auf Sie nochmal jetzt rekurriere heute Morgen, Sie hatten ja die verschiedenen Leistungsdimensionen der Forschung im Blick gehabt. Sie hatten die Infrastruktur, ist ja auch eine weitere Leistungsdimension angesprochen. Und daher rührt eher so der Gedanke, dass wenn man Wissenschaftler in frühen Karrierephasen, Wissenschaftlerinnen in frühen Karrierephasen, die ja beginnt mit der Promotion, die ein bestimmtes Profil in der Promotion möglicherweise auch verfolgen, sehr gut nutzen könnte, auch für institutionelle Ziele, weil es gibt ja durchaus Universitäten, die auch in der Grundlagenforschung dieses sozusagen unternehmerische Verwertung in Ausgründung sehr stark machen. Also insofern wäre das für mich eine andere Leistungsdimension, die ein Potenzial bietet, auch einen Karriereweg zu entwickeln, der dann für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen spannend sein könnte. Ja, ich glaube, dass es spätestens dann eine Rolle spielt, was Sie jetzt sagen, wenn es um Bewerbungsgespräche geht. Dann wird das sicherlich ein Thema sein, dass man auch über diese Möglichkeiten und über diese Aspekte spricht und man kann es in Stellenausschreibungen einbringen. Das steht ihm ja alles nicht entgegen. Das ist ja wirklich nur ein relativ eng gefasstes Grundsatzpapier. Aber da wird der Leuchtturmwettbewerb Startup Factory nochmal ein Booster. Ja. In der Promotion steht ja ohnehin erstmal die Forschung im Vordergrund für alle und danach in der Postdoc-Phase, da passiert dann diese Spezialisierung auf eine Leistungsdimension, wenn es denn auf so eine Dauerstelle hinauslaufen sollte. Ne? Ja, wenn ich das noch sagen darf, ich denke gerade viele Studierende sind sehr interessiert an Ausgründungen an den Hochschulen. Deswegen glaube ich, fängt es schon ein Stück weit früher an und es aber jetzt praktisch hier zu verankern im Grundsatzpapier wäre ein bisschen problematisch. Aber Sie haben völlig recht, es ist ein Teil der Profil von Hochschulen und das sollte man auch dann von vornherein auch mit bedenken. Man kann es in Zielvereinbarungen, kann man sowas natürlich sehr gut einbringen. Bei allen Tenure-Track-Stellen, ob professoral oder nicht professoral, da kann natürlich Entrepreneurship eine zentrale Rolle auch spielen.
Es zählt ja auf die Leistungsdimension Transfer auch ein, die Sie auch nannten, Frau Spinat. Und bei diesen Venture Science Doctorates ist es eben von Anfang an so angelegt. Aber das war jetzt nur ein Erweiterungsgedanke. Ich habe Frau Frank so verstanden, zu überlegen, wenn wir über Personalstruktur sprechen, können wir vielleicht nach einer Weile auch unseren Blick weiten und auch noch andere Themen in so eine Struktur einbauen. So habe ich Sie verstanden. Ich würde gern noch mal zu dieser Personalstruktur kommen, wie auch jetzt immer die Stellen genannt werden. Aber wir hatten es eben schon bei Frau Frost auch, und ich würde es noch mal sagen, es ist natürlich eine Organisationsentwicklung, weil die Verankerung der Stellen ja an anderen Stellen jetzt stattfindet. Sie hatten das kurz angedeutet, Frau Frost, dass also viele Stellen nicht mehr an eine Person, an einen Lehrstuhl, sondern wir sprechen jetzt auch über Umbau zu Departmentstrukturen, würde ich gern auch mal Ihre Meinung dazu hören, denn wenn wir an einer Stelle anfangen, das System zu verändern, zieht das ja erfahrungsgemäß systemisch andere Dinge nach sich. Das heißt, was bedeutet diese Personalstruktur, die Sie jetzt mal grundsätzlich angedacht haben, für das Gefüge überhaupt? Das heißt, haben wir bald keine Fachbereiche mehr oder keine Fakultäten, haben wir Departments, haben wir andere Weisungsbefugnisse, das sind ja alles so schöne Wörter, die wir haben wir andere Weisungsbefugnisse? Dann kommen wir wieder zu den Gatekeepern, die ihre Weisungsbefugnis im Moment noch haben. Wie nehmen wir die mit? Also nochmal so ein Blick, was bedeutet das für die Organisationsstruktur von Hochschulen, wenn wir das ernst nehmen? Frau Böhnke lächelt, weil sie schon ein bisschen länger damit zu tun hat. Deshalb fangen Sie doch bitte mal an. Ja, also ich glaube, die Gefahr sehe ich nicht, dass das jetzt irgendwie alles ganz schnell geht und so. Das glaube ich nicht. Gefahr sehe ich auch nicht. Es hieß heute Morgen mal, da war so ein bisschen die Befürchtung, jetzt bitte nicht alles auf einmal. Also diese Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Nee. Ja, ich glaube auch, man muss tatsächlich sich weitere Strukturen angucken. Man kann jetzt nicht nur bei einigen Mittelbaustellen dann Tenure-Track einführen oder die Tenure-Track-Professuren, zumal wir auch noch gar nicht wirklich gelöst haben, wie sich diese beiden, also Junior-Professur und Mittelbau-Tenure-Track-Stellen, Researcher, Lecturer unterscheiden. Das kann man nicht alleine machen, weil natürlich sofort die Frage ist, ja, und was ist denn mit der Ausstattung und die Diskussionen, die wir ja auch hatten mit der HHK im Vorfeld, ob man überhaupt solche Tracks oder wie auch immer gestalten soll, war ja immer. Und was mache ich denn dann im Berufungsgespräch, wenn da einer sitzt und sagt, ich gebe ihm keine Ausstattung? Das ist doch die spannende Frage. Und dann kann das vielleicht eine Institution machen. Und Bremen hat ja jetzt mal angefangen und hat einfach mal sowas ausprobiert mit Researcher oder Lecturer. Aber wenn es dann andere nicht machen, hat man möglicherweise davon einen strukturellen Nachteil. Also es müsste schon irgendwas sein, was man auch gemeinsam dann mal versucht und wo sich etwas verändert. Und ich spüre auch, das hatten Sie gesagt, ein Momentum. Aber das habe ich auch schon mal gespürt. Mal sehen, ob sich das diesmal auch... sind wir schon zwei. Sehr gut. Derer Momentums gibt es einige. Die Frage ist nochmal, ich würde gerne das nochmal fortführen. Das heißt, es bleibt ja nicht bei dieser einen Stelle, sondern Sie haben das ja auch gesagt, Frau Spinat, wie man nochmal das ganze System anguckt. Was ist Ihrer Meinung nach sind die nächsten Schritte, um genau diese systemischen Auswirkungen einer solchen neuen Personalstruktur Schritt für Schritt einzubauen? Ich würde sagen, ein erster Schritt ist, die Infrastruktur departmentmäßig zusammenzufassen. Das ist das Allerwichtigste, um sicherzustellen, dass Nachwuchsgruppen, Junior Lecturers, Researchers und so weiter ungehemmten Zugang zu den Infrastrukturen haben. Das bedeutet natürlich, dass man sowas braucht, Core Facilities, auch Leute, die sie betreuen, die den Zugang dann auch ermöglichen, wenn man nicht mit der Technik so vertraut ist. Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Und damit nähern wir uns Departmentstrukturen. Ja. Und dann kann man sie fortsetzen auf der administrativen Ebene. Dann gibt es eben nicht Sekretariate, 5 Sekretariate, die alle machen, sondern es gibt vielleicht die gleiche Anzahl an Personen oder weniger. In einem läuft Reiseanträge, Reiseabrechnung und so weiter, also Spezialisierung. Und das sind Schritte, die wir, glaube ich, in der nächsten Zeit machen werden. Wir werden sie auch machen müssen, weil das Geld nicht mehr ist, um es euphemistisch auszudrücken. Und wir werden auch, und da gibt es auch, glaube ich, eine große Bereitschaft zu, uns mit den Nachbarinstitutionen in der Region zusammentun und zum Beispiel große Geräte, die 1 Million oder 10 Millionen kosten, dann auch gemeinsam zu benutzen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger erster Schritt zu vernünftigen Strukturen. Die stehen schon dem Lehrstuhlprinzip entgegen und das wird ja auch zum Teil kritisch gesehen, dass man alles in der eigenen Gruppe hat. Das teure Mikroskop, das teure Massenspektrometer und 5 andere Sachen.
noch und natürlich dann auch diese Funktion hat, zu entscheiden, wer benutzt das Gerät und wer benutzt es nicht. Und das ist eine Bewegung, die in der nächsten Zeit aus meiner Sicht erfolgen muss und die auch, wie gesagt, dadurch gepusht wird ein Stück weit, dass wir uns diese Vielfalt an Geräten einfach nicht mehr erlauben können. Ich glaube, man muss das auch mal ausbuchstabieren, wie Sie es jetzt angefangen haben. Was bedeutet denn eigentlich Department? Das ist ja erstmal ein Begriff, der mit Leben gefüllt werden muss. Und das, was Sie gesagt haben über die Infrastrukturen und weitere Ressourcen, dass die gepoolt werden und von verschiedenen Personen genutzt werden, das ist erstmal was sehr Positives, glaube ich, für die allermeisten. Und dann kommt hinzu, dass Personen, die sehr unterschiedliche, hochprofessionalisierte Profile haben, miteinander ein Department ausmachen und dass die Hierarchien flacher werden. Und ich glaube, wenn wir es so beschreiben, dann können wir uns doch das alles als einen schönen Ort vorstellen. Mir geht es zumindest so. Und das Interessante ist auch die Personen, die es selber erlebt haben, weil sie selber in Departments gearbeitet haben, die sagen genau das. Die sagen, es ist super. Frau Frost und Frau Frank auch noch dazu. Ich habe dann gleich noch mal eine Nachfrage. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn uns zum Beispiel jetzt internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besuchen, so als Critical Friends irgendwie im Exzellenzrat, und wir versuchen denen mal so unser System zu erklären. Also die einen sagen dann immer so, ja, your King and Queen System, und dann sagt man so, ja, wir führen jetzt Lecturer- und Researcher-Stellen ein, und dann sagen die, really, this is jetzt life-changing, und dann, wenn dann aber der nächste Satz ist, ja, aber das ist ja dann der Wechsel vom Survivor-System ins Tenure-System, dann sagen die auf einmal, ach so, permanent position means really permanent in your system, weil das nämlich in ganz vielen Ländern gar nicht wirklich permanent ist. Also das heißt, was wir ja jetzt auch, und dann finden die total schräg, dass einer bei uns alleine aussuchen darf, und ist die dienstvorgesetzte Person auf der Stelle die Erstbegutachtende in der Arbeit, also das finden die alles so. Und je internationaler wir da ja jetzt werden und auch natürlich internationaler berufen und so weiter und so fort, das fängt sich ja dann an den Stellen schon leicht an aufzulösen. Natürlich, die Exzellenzcluster haben schon immer gemeinsam in einem Panel auch ihre Doktorierenden ausgesucht, und so pflanzt sich das jetzt fort. Und insofern würde ich das jetzt ungern immer so, machen wir Department oder nicht Department oder gehen wir weg vom Lehrstuhlsystem, weil das kriegt so eine Either-or-Dimension rein, die im Alltag schon gar nicht mehr so ist, weil wir eben schon zusammen scheren, und wir können uns ja sogar noch eine Dimension des Weiterdenken, nämlich mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wie Sie das auch sagen, auch mit denen überlegen wir ja jetzt, wie wir Karrierewege gemeinsam bauen. Nächste Woche machen wir einen großen Workshop bei uns. In Hamburg haben wir ja alle außeruniversitären und alle Hochschulen in diese sogenannte Peer-Gruppe. Peer steht für Partnership in Innovation, Education and Research. Wir können halt immer nur maritim, das ist klar. So, und da sind wir zusammen und da diskutieren wir zusammen, wie sehen Karrierewege aus und wen schickt ihr, wen schicken wir und wie können wir da Übergänge gestalten. Weil wenn man in Karrierewegen und nicht mehr in Stellenportfolios denkt, dann müssen wir ja die Einrichtungen irgendwie alle mitbedenken. Und klar, das ist jetzt ein mühsamer Prozess, und das ist auch nicht so, dass es immer jeden Tag ganz, ganz viele Erfolgserlebnisse gibt. Aber alleine, dass wir jetzt schon von der Governance her einen Ort haben, nämlich eben dieses Peer-Ding, wo wir zusammenkommen und wo alle Hochschulleitungen und außeruniversitären Leitungen konstitutionell miteinander reden, über genau so ein Thema. Das war vorher ja immer eher so zufällig. Vielleicht ist das jetzt auch einfacher in einem Stadtstaat, aber das hilft. Und da kommt dann so eine internationale Dimension rein, der wir uns ja dann auch gar nicht entziehen können und auch nicht entziehen wollen. Und so funktioniert das dann so. Frau Frank noch dazu, und dann hatte ich noch mal eine Nachfrage. Ja? Genau, vielleicht noch zwei ergänzende Aspekte. Ich glaube, das, was Sie jetzt so an größeren Clusterbildungen in der Forschung sehen, haben wir ja zum Teil auch ehrlich gesagt in der Lehre mit sinkenden Studierendenzahlen, Ressourcendruck, werden sozusagen Studiengänge größer, es werden größere Konsortien, die auch gemeinsam an der Weiterentwicklung arbeiten, und da entstehen automatisch Gruppen, Fachgruppen, irgendjemand hatte Fachgruppen vorhin gesagt, aber im Prinzip entweder innerhalb von Fakultäten oder auch über Fakultäten hinweg entstehen größere Gruppen, die sich gemeinsame, sorry, meine Tochter ruft hier mal an, die sich gemeinsame sozusagen Ressourcen teilen. Und der zweite Aspekt, den würde ich nochmal stark machen, wir sprechen jetzt immer von universitär, außeruniversitär, und ich habe bei Ihnen gehört, es geht ja auch um intersektoral. Ich würde jetzt intersektoral gar nicht so Hochschule, außeruniversitär, sondern eigentlich eher Wissenschaft, Wirtschaft verstehen. Vielleicht habe ich das falsch interpretiert, sozusagen aus meiner Institution kommend, aber das, was Sie beschreiben, wäre ja auch total spannend zu denken also Karrierewege auch
in die Unternehmen und zurück, auch als Teil der Forschung, eine Selbstverständlichkeit sozusagen in anderen Ländern, dass man mit den beiden in unterschiedlichen Sektoren ist. Und das finde ich auch wäre eine große Chance, dieser sozusagen Karrierewege intersektoral auch nochmal so weiterzudenken, gerade in so Clustern oder in Innovationsregionen wie in Hamburg oder in anderen Orten. Danke für die Anregung. Ich komme gleich nochmal drauf, aber Herr Rosenthal, Sie wollten. Ja, ich würde das sehr unterstützen, was Sie gerade gesagt haben. Das kann man sicher auf die Wirtschaft auch ausdehnen und in Clustern oder in Verbünden passiert das auch teilweise, vielleicht noch häufig zu wenig. Ich wollte nur noch mal den Punkt von Frau Frost aufgreifen. Ich glaube, es gibt eine Menge Vorarbeiten. Ein Sonderforschungsbereich ist zum Beispiel auch, da gibt es auch geteilte Ressourcen, Geräte, also es ist nichts Neues und wir laufen seit längerem auf so eine Departmententwicklung zu. Wir sollten jetzt nicht immer Department dran schreiben als eine revolutionäre, als ein Umsturz gewissermaßen, sondern wir haben eine Entwicklung und die sollten wir konsequent weiterverfolgen. Aber wir sind da grundsätzlich schon auf dem Weg. Auf dem Weg. Ich glaube, es ist auch sehr fachspezifisch. Sehr fachspezifisch. Ja, also wenn ich mein Fach, die Geschichte angucke, weiß jetzt nicht so. Also ich glaube, es ist sehr fachspezifisch, natürlich institutionsspezifisch, in welcher Region sind wir und so weiter, wie das gesehen wird. Und Sie sprachen eben über geteilte Ressourcen, also erstmal Labore, Material, Mikroskop. Ich spreche natürlich auch über die Early Career Researcher. Wie abhängig sind diese Menschen von ihren ProfessorInnen im Moment noch? Das muss man ja auch ganz klar benennen. Wir wollen ja nicht nur über Material sprechen, sondern über die Menschen, die jungen ForscherInnen, die beklagen, dass sie eben in vielen Fächern in der jetzigen Struktur viel zu abhängig sind von einer Person. Auch das wollen wir ja mit einer Personalstruktur verändern. Das finde ich jetzt mal einen ganz wichtigen Punkt, zu sagen, ich bin nicht mehr abhängig von dieser einen Person, die im Zweifelsfall ich wenig Zeit habe für meine Weiterqualifikation. Auch das steht ja im Raum, wenn wir über die Personalstruktur reden. Und da bin ich nicht ganz so sicher, wie schnell diese Veränderung geht, weil sie ja auch sehr bequem ist im Moment für manche. Das einfach nochmal zur Personalstruktur. Ich würde jetzt gern nochmal einen ganz kleinen Shift machen, bevor das Publikum gleich wieder dran ist. Wir haben jetzt über die Karrierewege neben der Professur, neben der Tenure-Track-Professur gesprochen. Ich würde trotzdem jetzt gern einmal noch zur Tenure-Track-Professur kommen. Und da sprechen wir ja, ich habe mir einige Satzungen so angeguckt, wir sprechen ja von einer potenzialorientierten Personalauswahl bei diesen Tenure-Track-Menschen, die sich bewerben, weil sie im jungen Lebensalter sind und man natürlich nicht wie bei normalen Berufungen über Drittmittel und Paper eigentlich gehen sollte, sondern über eine Potenzialorientierung. Frau Frost hat es eben, glaube ich, auch genannt. Brauchen wir eine Fortbildung der Menschen, die auswählen? Können die das? Die können das oder wir brauchen eine Fortbildung. Ich möchte gern zu dieser Personalauswahl kommen, weil das wird immer so getan, als wenn Menschen an einer Hochschule alles können. Und das ist ja ein großer Shift von qualitativen Kriterien wie Drittmittel, wie Paper, Citations und so weiter zu einer Potenzialorientierung. Und nicht jedes Fach und nicht jeder Mensch ist dafür geschult und gemacht. Und ich habe das eben in der Kaffeepause gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal, es gibt ja dieses Cartoon, zwei Professorinnen stehen sich gegenüber und der eine sagt zum anderen, tell me, what is excellence? Und sagt der andere, I can tell you, I know it when I see it. Und das ist ja so ein bisschen, manchmal gibt es das Prinzip immer noch und ich frage mich, brauchen wir eine Fortbildung? Und ich meine das überhaupt nicht defizitorientiert, denn fortbilden müssen wir uns alle. Gibt es dazu Angebote und gibt es dazu eine Bereitschaft oder ich würde gerne noch mal bei Ihnen nachfragen, Frau Frost. Sie haben gesagt, Sie machen eine Potenzialanalyse. Können Sie uns noch mal kurz sagen, wie Sie das machen an der Uni Hamburg? Ja. Damit wir das als praktisches Beispiel Also wir haben das von Bremen gelernt, sorry, weil ihr wart ja die Ersten, die Assessment Center eingeführt haben und wir machen das auch seit 2015 sehr konsequent. Bei welchen Stellen? Wir machen das im Prinzip bei allen Professuren, weil wir das Assessment Center auf jeden Fall natürlich bei den W3-Professuren und W2-Professuren machen und bei den Tenure-Track-Professuren heißt es Potenzialdiagnostik und das machen wir in-house und dafür nutzen wir unsere Wissner-Overhead-Mittel, weil wir da nämlich Personaldiagnostikerinnen mit eingestellt haben, mit denen wir das machen. Und wie läuft das ab oder wie muss man sich das vorstellen?
die Ergebnisse aus einer Personaldiagnostik, die nutzen wir dann in dem Einstellungsgespräch, also wenn sozusagen klar ist, die Leute kommen zu uns, dann muss ja jetzt auch festgelegt werden, nach was wärst du denn dann evaluiert in 3 Jahren. Und das sind ja zusätzliche qualitative Elemente, die aber sozusagen auch rechtssicher sind. Wir können ja da nicht reinschreiben, ich habe mal gehört, der andere hat gesagt, der kann so schlecht Vorlesungen halten oder sowas. Also das heißt, man hat da ja wirklich ein Gutachten, was eben auch in einem Berufungsvorschlag mit beiliegen kann. Und wir können daraus eben noch Elemente ziehen für das Evaluationsverfahren, die wir auch 3 Jahre später sozusagen nochmal hernehmen können und sagen können, wie war das damals und wie ist das jetzt und hat das gemacht. Und da kriegen wir ein qualitatives Element mit rein, was jenseits sozusagen des Messen, Gewichtens und Abzählens ist. Und deswegen sind wir damit ganz zufrieden. Verstanden. Das heißt, Sie wenden Mittel auf, zusätzliche Mittel für jede neue Besetzung. Das sind ja auch nochmal Mittel, die man in die Hand nimmt, außer dass man eine Berufungskommission zusammenstellt und irgendwelche Gespräche führt. Wenn ich ergänzen darf, das natürlich, das soll jetzt nicht abschätzig gemeint sein, relativ einfach, wenn man eine Exzellenzuniversität hat und diese Mittel hat. Ich denke, viele, ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Unit ist, also meine alte Uni Jena hätte vielleicht da nicht Stellen nochmal für auspressen können. Und ich denke aber, dass da ein sehr intensiver Lernprozess stattgefunden hat. Ich erinnere mich noch sehr an die ersten Listen, die wir als Präsidium vorgelegt bekamen. Das waren dann in der Regel gestandene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, habilitiert mit vielen Drittmitteln, mit vielen Papers. Und wir haben dann wirklich einen intensiven Dialog anhand dieses einzelnen Berufungsverfahrens mit der Kommission geführt und habe gesagt, das ist nicht der Sinn der Sache. Also es geht jetzt um Potenzial. Ja. Insofern waren wir dann als Präsidium dafür verantwortlich und die Berufungsbeauftragten. Aber ich denke schon, dass die Lage sich doch seitdem verändert hat. Also über Jahre hinweg hat sich da doch ein anderes Denken durchaus eingebürgert. Und man unterscheidet heute doch weitgehend zwischen Potenzial und Achievements. Eine jahrzehntelange Tradition, die da abgebrochen wurde, immer nur auf die Achievements zu schauen. Aber ich denke, das ist etwas, was allmählich doch auch durchaus Fuß gefasst hat. Frau Böhnke nochmal, weil Sie Erfahrung haben und... Ja, ich würde vielleicht nochmal, ich habe im Vorfeld jetzt auch als Vorbereitung auf die Veranstaltung nochmal mit der Vorsitzenden des Tenure Boards gesprochen, was wir haben. Und sie hat das auch nochmal bestätigt, dass es ein wahnsinniger Lernprozess jetzt auch war, sich über Kriterien mal zu unterhalten. Wir haben so eine Liste von Evaluationskriterien, die dann natürlich noch mal ein bisschen fachspezifisch ausgestaltet werden, aber in der Regel doch eine relativ gute Richtschnur vorgeben, was das eigentlich sein könnte. Und dieser Prozess, also das Tenure Board, besteht eben aus Professorinnen aus allen Fachrichtungen. Dieser Prozess hat offenbar sehr lang gedauert und wurde als sehr, sehr produktiv erlebt und ist ja eben genau das, also die Schärfung von Auswahlkriterien. Und ich würde sagen, im Übrigen ist es nicht nur notwendig für Tenure-Track-Professuren, sondern das ist ja eigentlich immer wichtig und notwendig. Sagen, ja. Und es gibt ja verschiedentlich, also an verschiedenen Institutionen auch so Unconscious Bias Trainings oder sowas. Also da haben sich mehrere Menschen ja auch auf den Weg gemacht, zu sagen, jetzt reflektiert doch vielleicht nochmal. Also ja, ihr seid toll, alle, die ihr da sitzt in den Auswahlgremien oder Berufungskommissionen, aber es kann ja nie schaden, auch nochmal zu reflektieren, wo steckt denn das eine oder andere hier drin. Und ich habe da aber großes Vertrauen, dass das sehr gut funktioniert. Wir reden ja über Exzellenz die ganze Zeit. Ich erinnere nochmal daran, Sie wollen exzellente Leute berufen, jede Institution, und dafür braucht es ja Kriterien, dafür braucht es eine Offenheit. Und ich spüre so ein bisschen, man hat sich auf den Weg gemacht, so übersetze ich das jetzt. Aber ich habe das für Tenure-Track angesprochen, aber es gilt natürlich für die Besetzung einer jeglichen Stelle, wenn man Institution. Sie sagen zu Recht, die Mittel muss man haben. Meine Frage wäre, sind es nicht die Mittel wert, um überhaupt zu dieser Exzellenz zu kommen? Also Exzellenz nicht als Universität, sondern exzellente Berufung. Davon reden wir die ganze Zeit. Das ist jedes dritte Wort, was ich höre, Exzellenz. Das heißt, da muss man ja überlegen, welche Mittel setzt man ein dafür, damit man das auch wirklich schafft.
schafft. Meine Bemerkung Ich weiß gar nicht, heute haben wir noch nicht so viel über Exzellenz gesprochen. Wir haben immer über die besten Köpfe gesprochen. Ja. Und das, glaube ich, muss auch wirklich ein Ziel sein, ne? Dass wir für diese Position jetzt wirklich die beste Person finden wollen. Und Sie haben das Problem angesprochen. Ich glaube, es ist ein ungelöstes Problem, gerade in einer jungen Phase, diese Leute zu finden. Ich habe eben auch in der Kaffeepause nochmal das Argument reflektiert, dass es vielleicht gerade solche Personen, die irgendwo quer ins System reingekommen sind, die nicht so gute Startpositionen hatten, dass es die vielleicht ganz besonders schwer haben, wenn wir jetzt so sehr früh eine sehr scharfe Auswahl machen. Ne? Was aus meiner Sicht wichtig ist, also meine Bemerkung bezog sich eben auf die Struktur, Assessment Center. Natürlich haben alle die Tenure-Track-Kommissionen, die Tenure-Track haben, zentrale Tenure-Track-Kommissionen. Was enorm wichtig ist, glaube ich, das habe ich auch vorhin im Interview noch mal kurz gesagt, dass eine Besetzung einer Tenure-Track-Professur, die muss nach den gleichen Regeln ablaufen. Ich meine jetzt nicht Potenzial Achievements, aber was Ausstattung angeht, nach den gleichen Regeln ablaufen wie eine W2 oder eine W3-Professur. Das haben wir auch eisern durchgehalten in Jena. Wir haben von vornherein wir haben Ausstattungsgespräche geführt. Wir konnten nach einiger Zeit dann auch erreichen, dass im Landesgesetz dass das Landesgesetz auch Zulagen ermöglicht hat, was lange nicht der Fall war. Und wir haben Gehalt und Ausstattung verhandelt. Ja. Und die hatten eine gute Ausstattung, vielleicht auch im bundesrepublikanischen Vergleich. Und ich würde sagen, das hat dazu geführt, dass an die Uni Jena viele gute Leute gekommen sind, wegen der Ausstattung, die dann auch gleich in den ersten 3 Jahren oder in den zweiten 3 Jahren wieder wegberufen wurden oder sie wurden gehalten, haben eine W2 oder eine W3-Stelle bekommen. Aber die gute Startposition ist, glaube ich, etwas ganz Essentielles. Und wenn man da was hinlegt, dann glaube ich, dann kann man hat man eine gute Chance, dass sich Exzellenz entwickelt, um es mal so auszudrücken. Aber es ist wichtig, die Tenure-Track-Professur zu behandeln, wie jeder andere auch, was ja auch in der Community noch keine Selbstverständlichkeit war, als sie zu Anfang eingeführt wurde. Schon die Junior-Professur vor Tenure-Track war ja irgendwie so eigentlich eine Postdoc-Stelle. Und diese Kultur, mit der hat man immer wieder zu schaffen gehabt. Ich glaube, das ist jetzt erledigt. Die Tenure-Track-Professuren sind jetzt anerkannt als eigenständige Professuren. Und da sind wir auf einem guten Wege. Frau Frank, Sie hatten eben, aber es war zum anderen Aspekt. Ne? Ich habe noch mal so gedacht, also ich glaube, es ist so ein Teil des Kulturwandels, was Sie ansprechen, und ich glaube, es war in der Evaluation des Tenure-Track-Programms, wurde ja auch schon deutlich, wie stark sich das professionalisiert hat. Das haben Sie jetzt gerade so ein bisschen angesprochen. Und Sie sagen, Sie haben sich das eingekauft. Ich gucke jetzt so in die Runde, ich sehe jetzt Personalentwicklerinnen hier auch sitzen. Ich glaube, es gibt auch viele Universitäten, die da sehr professionell aufgestellt sind und die auch die Expertise haben, in ihrer Personalentwicklung solche sozusagen Potenzialanalysen zu entwickeln. Ne? Und dann auch die Frage natürlich, beantworten, wie kriege ich jetzt die Professorinnen und Professoren in Berufungskommissionen, das ist ja erstmal die Zielgruppe, die dann anders darauf schauen muss, dazu auch den Blick zu weiten auf Achievement plus Potenzial, also das, was Sie gesagt haben. Ich wollte nur das so ein bisschen Personalentwicklerinnen vielleicht hier mal positiv nennen und auch Professionalisierung der Berufungsverfahren. Und die es oft nicht einfach haben, was Sie eben am Anfang sagten, weil es so eine Image-Geschichte an den Unis gibt, dass sie sagen, was wollen die jetzt von uns? Da kommt ja auch ganz schnell, die wollen uns einschränken in unserer Auswahl. Also dieses Entwicklungspotenzial, was eine Profession ist, wird ja häufig nicht anerkannt im wissenschaftlichen Kontext. Das merke ich schon eigentlich. Aber das ist tatsächlich auch Teil des Kulturwandels, weil wir da auch am Anfang die Diskussion hatten und da war das ursprünglich, als das eingeführt werden sollte, hatte der damalige Präsident sich überlegt, er macht nochmal ein Assessment Center, bevor er den Ruf erteilt. So, und ich meine, das ist ja klar, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Und es war eine lange Diskussion und ich bin auch deshalb fast nicht wiedergewählt worden, weil ich ja dann für dieses Thema verantwortlich war, weil es eben so hochkochte damals im akademischen Senat. Und wir haben das dann so gelöst, dass wir dann gesagt haben, es ist Teil des Berufungsverfahrens und es ist für die Berufungskommission, so wie sie auch die vergleichenden externen Gutachten hat, eine zusätzliche Informationsquelle, die sie in ihrem Berufungsvorschlag bewertet und verarbeitet. So, und wir haben ganz, ganz lange
über diesen Prozess diskutiert. Und bis wir das sozusagen mal so raus haben, haben wir gesagt, nee, da kommt keiner und es entscheidet auch kein Externer, wen ihr berufen sollt, sondern während wir auf die extern vergleichenden Gutachten warten, in der Zeit können wir die Potentialdiagnostik oder die Assessment Center machen und haben dann auch weitere schriftliche Gutachten vorliegen. Wir müssen ja auch immer rechtssichere Akten nachher produzieren, deswegen können wir da ja auch nicht irgendwie Gerüchte und Hörensagen reinschreiben, aber da hat man dann ja auch Elemente, die man wirklich verarbeiten kann. Und das hat dann ganz gut funktioniert, weil es sozusagen dann zum Teil des zum Bestandteil des Berufungsgeschehens. Aber da haben wir auch viel Lehrgeld bezahlt, weil wir das am Anfang auch ein bisschen gebraucht haben, bis wir das so zurechtgeruckelt haben. Es hat viel natürlich mit dem Selbstverständnis der Menschen zu tun, die in den unterschiedlichen Funktionen an einer Uni arbeiten. Das möchte ich jetzt mal so ein bisschen übergreifend sagen. Letzte Frage, bevor Sie jetzt das Wort haben. Ich habe in Vorbereitung dieser Tagung mit verschiedenen Professoren und Professorinnen gesprochen über das Thema und ich hörte so ein paar Mal das Argument, Tenure-Track-Berufung habe ich gar keinen Bock drauf, ist viel mehr Arbeit als vorher. Das kostet mich ja noch mehr Zeit. In der Zeit komme ich nicht zu meinen anderen Sachen. Stimmt das? Sie nicken so. Ist das mehr Arbeit? Also es gab eine gewisse Abneigung bei der Einführung in vielen Fakultäten. Ja. Wir haben gesagt, es ist viel zu viel Arbeit. Wir haben die dreifache Arbeit, das Berufungsverfahren, wie jedes andere auch. Dann gibt es die Zwischenevaluation, dann gibt es wieder eine Evaluation, also Aufwand mal 3. Könnte man etwas übertrieben vielleicht sagen, und das war ein Grund, die Tenure-Track-Professur abzulehnen. Es gab noch andere Gründe, die erniedrigte Lehrverpflichtung. Ja. Dann werden eben die Hochschulleitungen auch damit traktiert, dass jetzt zusätzlich Stellen bereitgestellt werden müssen, um diesen Gap von 4 Semesterwochenstunden dann zu kompensieren. Ja. Aber ich denke schon, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir Tenure-Track-Professur im Verfahren verschlanken. Ich habe immer ein bisschen kritisch, obwohl das ja teilweise in den Gesetzen steht, die Zwischenevaluation gesehen, die auch ein riesiger Aufwand ist. Wir müssten mal überlegen, wie wir damit umgehen, ob wir das niedriger hängen. Da gibt es Vertreter, die sagen, genau das ist das Entscheidende. Ich denke, das Entscheidende liegt am Anfang und wir müssen überlegen, ob wir nicht kontinuierlich auch mit einem begleitenden Mentoring, einem Team, was Mentoring macht, dann letzten Endes auch Signale ausgeben und sagen, das läuft auf eine Dauerstelle hinaus oder vielleicht auch nicht. Ja, so läuft das in den USA. Ich weiß, das ist natürlich nicht in sowas zu sagen, so das informell zu regeln. Das sagen viele genau, das wollen wir eben nicht. Aber ich glaube, die Zäsur nach 3 Jahren, die sehr aufwendig ist, die ist problematisch, weil sie aufwendig ist und sie kommt auch sehr früh. Die Leute sind kaum in den Startlöchern. Und ich habe viele Nachwuchsgruppen während meiner außeruniversitären Zeit gesehen, die im 4. oder 5. Jahr richtig gut wurden. Aber im 3. Jahr war nichts da. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, über die Zwischenevaluation nochmal nachzudenken, aber das nicht in so eine kontinuierliche Prozessbegleitung umwandeln kann. Das wäre vielleicht ein guter Weg. Ich würde gerne eines unterstützen und partiell widersprechen, nämlich ich würde auch sagen, am Anfang muss der ganz entscheidende Schritt passieren, da muss sehr viel Aufwand getrieben werden. Die Zwischenevaluierung hat aber auch eine wichtige Funktion, denn wenn es da versäumt wird, ein Signal zu setzen, da stimmt was noch nicht, dann läuft der Prozess falsch. Dann landet er womöglich hinterher beim Arbeitsgericht. Das soll vermieden werden. Die Personen müssen am Anfang sehr gut ausgewählt werden und sie müssen zwischendurch eine verlässliche Aussage kriegen, läuft es gut oder läuft es nicht gut. Und dann kann man am Ende vielleicht etwas weniger Aufwand treiben. Also ja, man kann es, muss es weiter formalisieren, auch aus arbeitsrechtlichen Gründen, aber vielleicht nicht in Form dieser sehr aufwendigen Evaluierung mit 2 oder 3 externen Gutachten, einer aus dem Ausland und so weiter. Ein Riesenaufwand für die Stelleninhaberin oder eben auch für die Fakultät. Da kann man das vielleicht ein bisschen runterhängen. Und ich finde es trotzdem wichtig, neben der Zäsur, die vielleicht ihre Bedeutung hat, kontinuierlich zu begleiten und Mentoring zu machen und einfach darüber zu sprechen, wie es denn läuft. Und so zieht man sich zurück und sagt, Zwischenevaluation, die Person ist für sich alleine und dann kommt die Zwischenevaluation, ist auch nicht gut. Also dieses Mentoring ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Haben wir auch in unserer Ordnung so festgelegt, aber vielleicht können wir dem noch eine größere Rolle auch zubilligen und die Zwischenevaluierung dann etwas einfacher gestalten.
Das Stichwort nehmen wir auch nochmal mit aufs nächste Panel, Mentoring. Was heißt das eigentlich? Wer mentort eigentlich, ne, und so weiter. Das würde ich würde jetzt gerne einen Strich machen. Wir sind jetzt schon eine Weile dabei. Und jetzt Ihnen nochmal die Gelegenheit geben, Fragen an die Diskutierenden hier zu stellen, Nachfragen, Kommentare zu den Äußerungen, die getätigt werden wurden. Gerne, bevor wir in die Kaffeepause gehen. Einfach ein Handzeichen, die Mikros sind da. Herr Bölker hat sich gemeldet, hier vorne. Genau, dann beginnen Sie, Herr Bölker, und da hinten sind weitere Wortmeldungen. Ja, Michael Bölker, Uniwind. Ich habe eine Frage zu dem Schema, Frau Frost, was Sie am Anfang gezeigt haben, was in Hamburg sehr verdienstvoll ist, diese Einführung für diese Stellen neben der Professur. Sie haben sich da orientiert an diesem European Researcher Framework R1, R2, R3, R4. R1 und R2 sind da ganz klar als Durchgangsposition definiert. R1 endet mit der Promotion, R2 endet dann, wenn man irgendwie in R3 kommt, wie auch immer das sein mag. Aber R2 ist definiert als not yet fully independent. Jetzt sind wir, glaube ich, relativ einig, wie wir das für die Tenure-Track-Professur machen. Die Professur endet in R4, spricht aber Leute an, die in R2 beziehungsweise am Ende von R2 sind. Das heißt, wir nehmen die Zeit von R2, da zeigen die Personen das Potenzial, dass sie für eine R4 geeignet sein können, und wir geben ihnen die R3-Phase als Tenure-Phase. Das ist ja so praktisch die Logik, die dahinter steckt. Also die Tenure-Phase ist R3 und endet bei positiver Evaluation dann auf R4. Jetzt haben wir diese Senior Lecturer oder Senior Researcher Stellen, die dann auf R3 enden. Müsste nach dieser Logik die Tenure-Phase für diese Stellen die R2-Phase sein. Das heißt, eigentlich müssten diese Stellen ihr Potenzial aus der Promotion ableiten, aus der R1-Phase, und im unmittelbaren oder im sehr nahen Anschluss nach der R1-Phase eigentlich beginnen. Das wäre dann eine Richtung in Richtung Career Development. Career Track hätte den Vorteil, dass an den Universitäten attraktive Stellen direkt nach der Promotion geboten werden, die im Prinzip erstmal nur auf eine Researcher- oder meinetwegen Lecturer-Stelle hinauslaufen, die aber dann am Ende ihrer R2-Phase oder während des Tenure-Tracks sich auch auf reguläre Tenure-Track-Professuren bewerben könnten. Das heißt, wir berufen ja normalerweise jetzt aus R2-Phasen, das kann aus dem Ausland sein, das kann bei Max Planck sein, das kann irgendwo auch auf Drittmittelstellen an der Universität sein. Wir hätten gleichzeitig den Vorteil, und das habe ich auf dem Workshop in der Vorbereitung in Freiburg gelernt, dass diese Senior-Lecturer-Stellen auch im Bewusstsein der Wissenschaftlerinnen in den frühen Karrierephasen nicht einfach nur als Trostpreise dienen, sondern dass ich sie eigentlich sofort, ich bin während der Promotion angefixt worden für die Wissenschaft, ich möchte drin werden. Die Universität bietet mir Tenure-Track-Stellen auf Researcher oder sonstige Stellen. Ich bekomme sie, weil ich schon in der Promotion herausragende Leistung gezeigt habe. Ich finde manchmal, die Leute kann man direkt nach der Promotion oder sehr gut beurteilen. Dann habe ich die Tenure-Phase und bekomme in jedem Falle eine Researcher-Stelle, wenn ich erfolgreich bin. Aber ich bin genauso gut ein ebenso guter Kandidat für eine Tenure-Track-Professur an der eigenen Universität, meinetwegen, oder woanders. Warum dieses Verschieben, zu sagen, eigentlich beginnen wir da in R3 und lassen die Leute nochmal, die sind eigentlich schon in R3, und lassen sie dann nochmal 3 Jahre auf dem Tenure-Track laufen? Okay, also Ihre Frage nach der Verbindung auch dieser verschiedenen Stellenprofile. Also Sie haben total gut aufgepasst und mich im Prinzip erwischt, weil wir ganz lange diskutiert haben, ob wir über unser Modell eigentlich R1, 2, 3, 4 überhaupt rübermalen sollen oder eigentlich lieber nicht. Denn das ist ja tatsächlich so, wir liegen ja so ein bisschen quer dazu, und das ist aber auch systemspezifisch in unserem deutschen System. Ich sagte ja auch vorhin, die Party ist ja im Moment zwischen R2 und R3 an diesen Schnittstellen, und es ist ja auch eine Fächergeschichte. In meinem eigenen Fach, ganz ehrlich, da kriegen die Leute eine W1-Professur mit Tenure-Track, da ist noch nicht mal die Tinte auf der Promotionsurkunde richtig trocken. Das wäre, wenn das mein Präsidiumskollege aus der Physik irgendwie erfährt, dann sagt er never, never, ever, weil es gibt immer at least noch eine 2-jährige erste Postdoc-Phase. Und insofern sieht man ja schon, dass es sozusagen so ein bisschen von den Fächern her oder auch von den Bedarfen unterschiedlich ist. Deswegen
das nächste Problem ist, dass wir ja im BUWIG uns eigentlich mit den frühen Karrierephasen beschäftigen sollten. Dann müssten wir ja nach R2 aufhören. Da wird es aber ja jetzt hier bei uns in diesen Übergängen gerade richtig spannend. Gleichzeitig erleben wir aber auch, wenn wir international ausschreiben wollen und attraktive Stellen ausbringen wollen, ist, falls Ihnen das mal aufgefallen ist, dass in diesen Stellenanzeigen ganz oft immer drin steht, das ist eine R2-Stelle oder das ist eine R3-Stelle. Insofern würde ich immer sagen, ja, Sie haben recht, Lecturer und Researcher sind im Prinzip R2-Stellen und sozusagen mit der Entfristung geht es dann eben in R3 rüber, und wenn man sozusagen aber schon auf Senior oder Lecturer oder Researcher einstellt, dann sollte es aber eine Vorphase gegeben haben. Und jetzt kommt es so ein bisschen darauf an, wie diese Wisszeit-VG-Diskussion geben, weil wir würden natürlich, also es ist leichter, die Fakultäten zu ermuntern, in dieses System einzusteigen, wenn sie noch diesen Tenure mit ranschalten dürfen, weil so diese Vorstellung jetzt von heute auf morgen und gleich alles fix, das ist vielleicht auch ein Teil des Systemübergangs. Und da müssen wir jetzt gucken, weil wenn die Diskussion jetzt so ist, dass die fixe Anschlussstelle sehr schnell nach der Promotion kommen müsste, würde dieses System ja an der Stelle nicht richtig funktionieren. Wobei ich finde, dass wir mit dem Tenure ja schon eine echt hohe Verlässlichkeit eingebaut haben, und wenn das so ähnlich läuft und auch gut vorbereitet ist mit Personaldiagnostik und so weiter, wie wir das auch bei uns aus dem Tenure W1 Berufungsverfahren kennen, dann ist das ja auch jetzt nicht eine super risikoreiche Strategie an der Stelle. Aber in der Tat, es ist zwischen R2 und R3. Die Frage war ja noch, aber das können wir vielleicht nochmal vertiefen, ob man sich dann nochmal bewerben kann auf andere Tenure-Track-Stellen. Aber das machen wir gleich. Es gibt eine nächste Wortmeldung. Ja, klar. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Matthias Kuhn. Ich bin hier für das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft und für die GEW Sachsen. Und diese Lecturer-Researcher-Diskussion ist natürlich sehr spannend. Aber jetzt haben Sie selber, Frau Böhnke, gesagt, das sind im Moment noch sehr wenige. Und Frau Frost, Sie sagen, es geht schon um einen Wechsel hin, weg von diesem Survival-Model. Und dann stellt sich für mich aber die Frage, ja, wohin soll das gehen mit diesen? Sie werden immer nur als Insellösungen diskutiert, diese Modelle. Soll es schon irgendwann dazu kommen, dass das der reguläre Weg ist auf eine Dauerstelle? Und dann stellt sich natürlich auch die Frage tatsächlich, wie schließt das dann an einen Tenure-Track, eine Tenure-Track-Professur? Vielleicht muss man auch sagen, vielleicht muss man bei diesen Stellen auch eher reden von einer Dauerstelle vor der Professur als von einer Dauerstelle neben der Professur, weil so frühzeitig dann zu zementieren, frühzeitig Perspektiven aufzuzeigen und frühzeitig zu zeigen, wie man dauerhaft an der Universität bleiben kann und auch diese Entscheidung frühzeitig zu treffen, ist ja richtig. Aber dann diese Pfade schon so früh zu zementieren, das ist die Frage, die sich tatsächlich stellt. Aber wenn man jetzt diese zwei Lecturer-Researcher, die gibt es ja an vielen Universitäten durchaus inzwischen als Modelle mit immer nur sehr wenigen Stellen. Ähnlich ist es auch bei den Tenure-Track-Professuren. Also die Frage ist schon, wohin soll sich das entwickeln, um wegzukommen von einem Survival-Modell? Wer möchte beantworten? Tja, also ich meine, das ist ja die spannende und springende Frage, die wir jetzt die ganze Zeit behandelt haben. Wir sind noch relativ am Anfang von so einem Kulturwandel. Es ist jetzt einiges passiert, einige Universitäten haben sich auf den Weg gemacht, einige haben auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und ich sage immer, wenn wir von unseren 500 entfristeten Personen nach der Promotion, die wir haben, sind etwa 150 auf diesen selbstständigen Stellen. Das sind die Lektoren, wir nennen das bewährtes Modell, die gibt es schon länger, und dann eben die Lecturer und Researcher, die jetzt eher neu reingekommen sind. Ja, das ist jetzt noch nicht die Mehrheit, das ist klar, aber es ist auf einem guten Weg, würde ich sagen. Und man muss irgendwo anfangen, um überhaupt diese Impulse zu setzen. Und dass wir jetzt darüber reden, wie kann das denn gehen, ob man das Department oder nicht nennt, wie könnte das vielleicht in so eine Richtung gehen. Ich glaube, das ist auch der Erfolg von diesen Initiativen, die es gab, wo man gezeigt hat, es funktioniert. Wir haben ja über ein Thema noch nicht gesprochen, und das ist die Frage der Drittmittelstellen, die ja in der Regel befristet sind. Und natürlich sind bei drittmittelforschungsstarken Universitäten dieser Anteil an Stellen besonders hoch. So, sind das jetzt automatisch immer befristete Stellen oder, und das haben wir auch schon bei uns jetzt in einem Exzellenzcluster gemacht, wo die das gepoolt haben und man dann eben eine Dauerstelle ausbringt, obwohl die aus Drittmitteln finanziert ist, weil eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern
sagt, wir haben da so kontinuierliche Drittmittelflüsse, die reinkommen, dass wir das riskieren und leisten können, das zu tun. Also erstmal müssen wir sozusagen auch die Fördermittelgeberinnen und Geber da vielleicht auch noch mal ein bisschen mit an Bord holen und sagen, wie baut man das? Und bei uns ist das schon die Idee, dass Lecturer und Researcherstellen auch für eine Professur qualifizieren. Und die ersten Erfahrungen, die wir ja gemacht hatten, ich hatte das ja vorhin auch kurz aus dem QI-Exzellenz-Cluster berichtet, mit den 14 unbefristeten Stellen in der Laserphysik, die alle, die dann auch wegberufen worden sind. Also insofern, das waren zwar permanente Positionen, aber das heißt ja jetzt nicht, dass die sozusagen permanent im System sozusagen dann erhalten bleiben, sondern natürlich bieten ja gerade diese Stellen wegen der Selbstständigkeit in der Forschung ja nochmal ein besonderes Qualifikationspotenzial, eben auch woanders hinzukommen. Und ehrlicherweise, die sich jetzt bei uns zumindest in dem Cluster auf solchen Stellen durchgesetzt haben, die wollten nachher auch sozusagen gern noch den nächsten Schritt gehen. Insofern würde ich das... Ich glaube, wir müssen an der Stelle dann auch nochmal diese Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Kategorien stärker denken und nicht jetzt immer denken, das wäre dann auf dem St. Nimmerleinstag für immer und ewig dann so. Bevor die nächste Frage kommt, Frau Böhnke, Sie wollten direkt noch mal dazu. Ich wollte nur ganz kurz ergänzen, weil die Frage schon mal kam. Bei uns war es tatsächlich so nebeneinander, so war es jedenfalls angelegt. Ne? Man hat also die Researcher, Lecturer und man hat die Tenure-Track-Professuren. Tatsächlich ist genau das, was in Hamburg berichtet wurde, bei uns auch passiert. Also die Researcher und Lecturer, in erster Linie Researcher, sind fast alle berufen worden. Das ist toll für die individuellen Menschen, das ist natürlich für die Fachbereiche, die dann wieder die Auswahlkommission besetzen müssen, eher schwieriger, weil auch das ein aufwendiges Verfahren ist. Lassen wir es mal so weit. Herr Alt. Ja, Peter André Alt, Wübben-Stiftung. Ich habe eine Frage nochmal von hinten gedacht. Sie hatten vorhin schon von Entwicklung gesprochen. Welche Entwicklung für die, ich rede jetzt von den Professuren, für das Modell der Tenure-Track-Professuren brauchen wir in Zahlen? Frau Spinat, Sie haben zu Recht vorhin ja schon gesagt, wir haben bei vielen Fächern 20-25%, wo die Professuren über Tenure-Track besetzt werden. Ich kenne Fachbereiche, bei denen die Zahl noch höher ist. Wir haben als Stiftung viele Gespräche geführt. Da geht es in die 40-50%. Ich kenne einen Fachbereich, naturwissenschaftlich, wo in Zukunft alle Stellen über Tenure-Track besetzt werden. Wir sind uns einig, das ist ein gutes Modell, aber wir sind uns sicherlich auch einig, dass das natürlich einen Nebeneffekt hat. Unter anderem einen Nebeneffekt, den wir vielleicht nicht uns wünschen, dass es nämlich gar keine Durchlässigkeit mehr gibt und keine Berufung möglich ist von Professur auf Professur. Nun kann man argumentieren, das ist an den Top-Universitäten in den USA auch so, dass man den ganzen Weg in einer Universität macht, aber wir sind in Deutschland bei vielem, was wir sicher kritisch sehen müssen, doch nicht schlecht gefahren, auch mit diesem Wechsel, mit dieser Dynamik. Institutioneller Wechsel ist gut für die Institutionen und auch für die Forschenden. Deswegen ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wir müssen eigentlich an einem relativ frühen Punkt uns ja schon klar sein darüber, wie wollen wir das quotieren? Wie sieht das mit kleinen Fächern aus? 2 Professuren, 5 Standorte in Deutschland, alle machen Tenure-Track, gibt es keinen Weg mehr von Professur zu Professur. Es geht ganz schnell. Also wir haben im deutschen Wissenschaftssystem so viele Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten verpennt, weil wir nicht frühzeitig die Weichen gestellt haben, dass man sich auch mit der Frage frühzeitig beschäftigen kann. Ich bin allerdings ziemlich skeptisch, ob das überhaupt einheitlich gelingt. Aber trotzdem würde ich gern von Ihnen mal eine Einschätzung hören, wann muss man das machen und wie kann man das überhaupt bewerkstelligen? Ich würde Ihnen zustimmen, dass es einen guten Mix braucht an parallelen Wegen auf Endpositionen hin, ob das jetzt die Professur ist oder etwas anderes. Und wenn wir nur noch Tenure-Track hätten, das wäre nicht gut, sondern wir haben ja im Moment im System gleichzeitig die Habilitation, die Einwerbung eigener Mittel einer eigenen Gruppe und wir haben auch noch Juniorprofessuren ohne Tenure-Track. Und jetzt zu sagen, was ist jetzt im Gesamtsystem die ideale Zahl, ich würde es mir nicht zutrauen, aber es ist gut, sie zu monitoren und eben einerseits zu gucken, was wird aus den Leuten, also gibt es da zum Beispiel erfolgreichere oder weniger erfolgreiche Wege, was sind die möglicherweise nicht intendierten Effekte, die damit auch zusammenhängen, das gut auszuweisen und dann diesen Fragen auch nachzugehen, zum Beispiel, wenn wir jetzt wissen, nahezu 100% der Tenure-Track-Leute bekommen auch das Tenure. An welchen Stellen muss man da möglicherweise nachschärfen oder sind die Prognosen jetzt schon so wunderbar, dass man das genauso haben will? Ich glaube, da müssten wir dann noch mal genauer hinschauen.
Sie kommen sofort. Gibt es noch von Ihnen sonst eine Ergänzung zu Frau Spinat als Antwort auf die Frage? Nein, ich glaube, der Mix ist wirklich wichtig. Ich finde es auch eher bedenklich, wenn es jetzt nur in einer Kategorie geht, dann ist die Flexibilität halt klein. Und das Problem sehe ich durchaus auch, dass mit einer frühen Eigenständigkeit, mit beiden Karrierefahrten, mit und ohne Tenure-Track-Professur natürlich auch der Austausch zwischen Institutionen ein Stück weit reduziert wird. Und das sollte irgendwie dann auch eine Grenze haben. Es gab schon hier vorne eine Frage, etwas länger. Gibt es ein zweites Mikro? Hier vorne, erste Reihe. Schon etwas länger. Und dann Sie, Entschuldigung, ich habe erst hier, weil es schon eine lange Wortmeldung, dann sind Sie gleich dran. Ja, machen wir es so. Ja, ist jetzt vielleicht ein krasser Themenwechsel. Ich habe eher eine technische Nachfrage zu dem Tenure im, ich nenne das jetzt Tenure Mittelbau oder Tenure auf diesen Lecturer-Researcher-Stellen, Frau Frost, weil ich fand es extrem spannend, dass Sie das, also wenn ich es richtig erinnere jetzt aus Ihrem Vortrag, haben Sie eine 3-jährige Befristung und setzen irgendwie da dann am Ende den Tenure, wenn ich es richtig verstanden habe. Haben Sie, also ich habe 2 Fragen dazu. Die erste ist, wie gestalten Sie diesen Tenure eben mit Blick auf das, was Herr Rosenthal vorhin gemeint hat, nämlich, dass es eben kein bürokratisches Monster bei einer Besetzung von, wir sagen es jetzt mal, einer Dauerstelle ist. Wie gestaltet man das gut aus, dass das noch schlank bleibt? Und die zweite Frage ist, mit Blick auf die W1, W2, die man mit Tenure versieht, hat man ja 6 Jahre. Es sei denn, der Tenure wird verkürzt aufgrund von einem externen Ruf oder was anderem. Wie messe ich nach 3 Jahren dann und führe sozusagen meine Tenure-Evaluation durch? Also welche Elemente haben Sie sozusagen aus dem klassischen Berufungs-Tenure-Verfahren übernommen und an welchen Stellen haben Sie vielleicht auch nachjustieren müssen, weil auch die Zeit kürzer ist, die einem zur Verfügung steht, um einen Tenure durchzuführen? Genau, das entwickeln die Fakultäten gerade für sich ein bisschen spezifisch und es ist auf jeden Fall ein internes Verfahren. Und das wird in der Regel soll durch die Personen gemacht werden, durch die Kommission, die auch die Einstellung gemacht hat und die auch die fachliche Verantwortung für die Professur hat. Es ist jetzt nicht so gedacht wie bei der W1 Tenure-Track-Professur in der Zwischen- oder Endevaluation, dass man da 4 bis 8 externe Gutachten einholt. Das wäre, glaube ich, komplett übertrieben und dann würde das auch keiner wollen. Und wir sind sogar am Überlegen, das hatte ich jetzt immer mal so also ich suche ja immer Gründe, möglichst viele aus den Fakultäten zu motivieren, mitzumachen bei diesem Modell. Ich sagte ja für eine Koalition der Willigen. Und wir hatten zum Beispiel auch überlegt, ob es möglich sein soll, wenn man jetzt die ganz tolle Person findet, die man möchte, aber die hat nach Wisszeit VG, sagen wir mal, nur noch 2-3 Jahre übrig, ob man das dann trotzdem machen kann und ob der Tenure einfach entsprechend kürzer sein kann. Jedenfalls bevor man dann auf die Idee kommt, mit der Person nicht zu sprechen, weil es ist tatsächlich so, dass die Fakultäten sich vielleicht doch ein bisschen leichter tun, wenn sie jetzt diese Tenure-Option ziehen dürfen, als sofort die Entscheidung, es ist vom Tag 1, weil es ja auch diesen wissenschaftlichen eigenständigen Anteil haben soll, dann die unbefristete Stelle, das ist natürlich bei einer klassischen Vimile-Stelle, die von Tag 1 an ja unbefristet ist, dann aufgrund, sagen wir mal, des Aufgabenportfolios und des Aufgabenzuschnitts ein bisschen einfacher. Und das sind jetzt genau die Prozesse, die wir besprechen mit den Fakultäten und im Moment, wenn es so bleiben könnte, dann wäre natürlich ideal, weil es sollen ja junge Leute sein, also deswegen sollen die ja nach Möglichkeit nach Wisszeit VG schon auch noch eine ordentliche Laufzeit haben, denn wenn die Person schon so advanced ist, dann können wir ja auch sofort unbefristet gleich direkt als Senior Lecturer und Researcher einstellen. So würden wir das jetzt machen. Bitte, dort hinten, Sie haben das Mikro schon, ja. Ja, mein Name ist Astrid Grützner, ich komme aus der Technischen Universität Berlin und habe eine Frage, die sich auf Beiträge von Herrn Rosenthal speziell bezieht. Und zwar haben Sie an einer Stelle gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir die Tenure-Track-ProfessorInnen so behandeln wie die anderen ProfessorInnen und ich glaube, wir verstehen alle in dem Raum, was Sie meinen. Und dann haben Sie etwas später gesagt, was alles gegen die Tenure-Track-Professur angeführt wird, nämlich die machen furchtbaren Aufwand, 3 Verfahren, so und so viel Gutachter. Dann haben Sie gesagt, wir haben weniger Lehre, das muss man kompensieren und ich kann noch was ergänzen von dem, was ich so höre. Wir haben ein Gender Pay Gap, denn Tenure-Track-Professuren werden mit Frauen besetzt und die sollen lieber eine richtige Professur haben und richtig Geld verdienen. Und dann gibt es noch einen 4. Aspekt, nämlich die brauchen eigentlich gar keine Unterstützung, sind ja Profs. So, und ich habe ganz lange gebraucht, um zu erkennen,
weil sie so behandelt werden sollen wie Profs, weil wir das in den Köpfen haben, kommen diese ganzen Gegenargumente. Und ich glaube, wir kommen aus diesem Weg nur raus oder aus dieser Ansicht, wenn wir erkennen, es ist ein Qualifizierungsweg. Nur dann können wir praktisch Akzeptanz kriegen, dass dieser Aufwand, den wir da betreiben, gerechtfertigt ist, also auch mit diesen ganzen Unterstützungen. Ich weiß nicht, also ich würde mich freuen, wenn Sie noch was dazu sagen, weil ich halte das für so ein ungelöstes Problem noch bei uns. Dankeschön. Ja, also die vielleicht nicht begeisternde Antwort ist, dass es auch wieder was Prozesshaftes ist. Und ich konnte das über einige Jahre beobachten und ich glaube, dass sich die Akzeptanz dieses Karrierewegs schon eingestellt hat. Und der Respekt, ja, nicht bei jedem, nicht flächendeckend, aber bei vielen. Und ich glaube wirklich, dass die Zustimmung zunimmt, dass eine W1-Professur, Tenure-Track genauso viel wert ist wie eine W2- oder W3-Professur. Und die Kultur greift vielleicht zu langsam, aber sie greift um sich. Und ich kann da jetzt vielleicht auch nicht mehr zu sagen. Den Aufwand, ich habe ja praktisch war die Echokammer von Fakultäten, die gesagt haben, ist uns zu aufwendig, das Ganze. Vielleicht stand auch manchmal der grundsätzliche Widerstand gegen diesen Karriereweg dahinter und das war dann die vorgeschobene Behauptung. Ich glaube, wir müssen einfach dazu stehen, auch die Hochschulleitungen müssen zu dem Karriereweg stehen und die Professuren, die Tenure-Track-Professuren müssen eben diesen gleichwertigen Platz haben. Da können die Hochschulleitungen viel zu beitragen, die Dekane viel zu beitragen. Und letzten Endes auch, dass sie eine anständige Ausstattung haben, ist auch, dass die genauso behandelt werden, wenn sie verhandeln, wie eben die anderen auch. Das ist, glaube ich, auch gegenüber den Fakultäten ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Ich kann mich entsinnen, auch noch an meine Berliner Zeiten, dass eine Juniorprofessur, das sagte ich ja eben schon mal, praktisch wie eine Postdoc-Stelle einsortiert wurde. Und in Einzelfällen war das auch noch so, als Tenure-Track eingeführt wurde. Da musste man erstmal, also dann gab es Vorschläge für Stellenausschreibungen, dass, als wenn es eine abhängige Professur sei, besonders beliebt in der Medizin übrigens, ne? Also in meinem Fach. Und das ist eine Lernkurve, aber wir proppen uns da langsam vor. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Vielleicht nur einen Gedanken, den ich ganz unabhängig von der Frage auch noch äußern würde, weil eben das immer wieder gesagt wurde, kommen ja fast alle durch. Das sehe ich auch manchmal mit ein bisschen Bedenken. Deswegen glaube ich, sollten wir auch wirklich darüber nachdenken, wie wir eine Anschlussfinanzierung, wenn man es nicht schafft, gestalten kann. Also eine lange Auslaufphase oder eben auch eine andere Stelle, die jetzt nicht die Professur ist, wenn es sich um Tenure-Track-Professuren handelt, aber wir müssen, glaube ich, wirklich auch letzten Endes ernsthaft entscheiden, es reicht oder es reicht auch nicht. Und mich wundert manchmal schon, dass, ich weiß nicht, da gibt es vielleicht eine Statistik, dass 95% oder mehr dann getenured werden. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass eben keine Auffanglösung dann auch von vornherein mitgedacht wird. Und das sollten wir auch tun. Das ist nochmal eine weitergehende Frage, die können wir vertiefen. Es gibt da hinten 1, 2, 3 Wortmeldungen sehe ich auf der Seite und hier noch eine 4. Die 4 nehmen wir noch. Bitte. Inga Brandes, Universität Kiel. Ich habe noch mal eine neugierige Frage an Sie, Frau Frost. Also das ja sozusagen für die Tenure-Track Professur wirklich jüngere Personen, jetzt akademisches Alter, also das kann ja auch ein älteres Alter sein, wenn man das mit der Durchlässigkeit ernst nimmt. Und von daher finde ich diesen Punkt Personaldiagnostik, Potenzialdiagnostik sehr, sehr spannend und würde gerne fragen, ob Sie uns vielleicht noch ein bisschen sagen können über die, ja, sage ich mal, wissenschaftsadäquate Anpassung von Potenzial- und Personaldiagnostik, wenn man sozusagen an die Spezifika der Disziplinen denkt, was da sozusagen einfließen kann in Beurteilungen und natürlich auch, Sie haben ja gesagt, dass Sie fast 10 Jahre jetzt schon damit Erfahrung sammeln, wie vielleicht so ganz grob über den Daumen gepeilt auch mal eine Quote von, oh, haben wir uns auch mal geirrt oder so, wie weit liegt das so im Spektrum, dass man vielleicht jemanden in einer sehr jungen Karrierephase als High Potential bewertet eingeschätzt hat und sich das dann vielleicht nicht ganz so rausgestellt hat. Also das würde mich einfach interessieren. Ich finde diesen Punkt so spannend, weil der ja sehr weit weg von diesen disziplinären Sozialisationsformen liegt und von dieser homosozialen Kooptation und diesen quasi klassischen vom
Hilfskraft über wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und so weiter. Das ist ja genau das Thema, was wir mit der transparenten Personalauswahl und den kriteriengebundenen Personalauswahl eigentlich immer diskutieren, weil das sozusagen diesen hergebrachten aneignungsintuitiven Auswahlformen so entgegengesetzt liegt. Also würde ich mich freuen, danke. Also die Personaldiagnostik versuchen wir natürlich schon sozusagen nach diesen DIN-Normen, die es dafür ja auch gibt. Wir hatten vor 5 Jahren die Tagung, da hatte ich das Konzept mal genauer vorgestellt, weil das ja in einem wissenschaftlichen Kontext funktioniert und natürlich sollte das dann auch wissenschaftsgeleitet an der Stelle sein. Und in der Tat, die Funktion ist ja, dass es dann auch der Dekanin und den Dekan sozusagen nachher für dieses Gespräch zur Verfügung steht, wenn es darum geht, wie läuft das jetzt hier bei dir in den nächsten 3 Jahren und wenn wir dann die Zwischenevaluation haben, was passiert dann? Also ist es im Prinzip auch eine Funktion eines Walking- oder Talking-Sticks, kann man vielleicht mal so formulieren, dass das dann eben auch gut gemacht wird und man da etwas vorliegen hat. Bei den größeren Assessment-Centern, also vor allen Dingen dann auch ja bei W2 oder bei den W3-Professuren, erleben wir vor allen Dingen im Vorfeld dieses Maßschneidern des Assessment-Ablaufs, der ja nochmal dazu führt, dass man sehr doll darüber nachdenkt, was hat man eigentlich mit dieser Professur vor. Weil es ja ein Unterschied ist, ob ich zum Beispiel jemanden suche, der auch nachher im Sonderforschungsbereich nachher den Nachfolger oder die Nachfolgerin von XY werden soll und den Fortsetzungsantrag stellen soll oder etwas anderes. Und dieser Vergewisserungseffekt auch nochmal im Vorfeld, was wollen wir da eigentlich, wo wollen wir damit eigentlich hin? Also der ist ehrlich gesagt fast genauso wichtig wie das eigentliche Assessment Center und der hat sozusagen dazu geführt, dass diese Art von Diskussion auch nochmal stattgefunden hat. Also auch von den Berufungskommissionsmitgliedern, was wollen sie sozusagen nochmal mit auf den Weg geben, wo das stattfindet. Und wenn man das jetzt einübt und trainiert, bräuchte man das vielleicht auch nachher gar nicht mehr so, weil es dann eben schon Teil des Verfahrens ist, aber es war sozusagen an der Stelle prozessunterstützend. Also das Assessment schärft das Stellenprofil und die Reflexion darüber nochmal, ne? Nach innen. Genau, weil wir uns ja ganz klar, ich meine, wenn da verschiedene Leute in der Kommission sitzen, die haben doch auch alle was Unterschiedliches damit vor und unterschiedliche Interessen und das sozusagen auch mal klar, also man hat nochmal eine Möglichkeit, das auch nochmal auf den Tisch zu legen. Und wir haben versucht natürlich sehr schnell auch die Gleichstellungsbeauftragten mit an Bord zu nehmen. Die waren am Anfang auch kritisch, aber die haben ja dann auch festgestellt, dass das auch für diversitätssensible Auswahlentscheidungen positiv ist, weil man so da kommt einer und ist der größt anzunehmende Gelehrte und so, das kann ich, das bin ich, take it or leave it, so geht dann ein bisschen zurück, weil jemand anders, eine Person, die vielleicht auch jünger ist und noch nicht ganz so viel Erfahrung und deswegen auch noch nicht so ein Portfolio hat, dann müsste man ja jetzt eigentlich das ein bisschen runterdestillieren, machen im akademischen Alter, das funktioniert aber oft nicht so gut, aber dann kann ein gutes Assessment Center Ergebnis auch sagen, ja, die kann diese Leitungsaufgabe übernehmen, die hat das gezeigt, dass sie das kann. Und insofern findet das eben auch bei uns, bei den Gleichstellungsbeauftragten an der Stelle Unterstützung. Wir haben noch 3 Wortmeldungen jetzt. Da, Sie habe ich gesehen und die dritte habe ich vergessen. Da, genau, jetzt habe ich es wieder. David Green wieder, Uni Jena. Ja, also das Tenure-Track-Programm war eine Art Köder. Die Universitäten sollten mindestens ein Lippenbekenntnis zum Tenure-Track-Prinzip abgeben und die Länder sollten deren Gesetze so anpassen, dass es überhaupt erst möglich wurde. Ich stelle mich die Frage, ob es vielleicht hilfreich sein könnte, dass jene im Saal, die das Ohr der Politik haben, darauf einwirken könnten, dass etwas Ähnliches für diese Tenure-Track-Lecturer- und Researcher-Stellen der Professor vorgelagert auch aufgelegt werden könnte, unter anderem, damit Frau Frost nicht so tricksen muss, um höher als E13 einzugruppieren. Danke. Das ist schon mal schön für heute Abend, haben Sie schon mal eine schöne Schanze gebaut, sehr schön, vielen Dank. Genau, es gibt diese Wortmeldung noch und diese, genau, und dann sind wir durch mit dieser ersten Runde.
Ich habe eine kleine Frage zu den Zahlen. Es wurde hier gesagt, dass 20% der Nachberufungen auf W2 oder W3-Professuren über Tenure-Track erfolgen. Und das kann irgendwie nicht hinkommen. Ich perspektivisch Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber weil Herr Alt hatte da eben perspektivisch realistisch. Das wurde als Ziel vorgegeben, dass es 20% werden und das ist jetzt als realistisch im BUWIG eingeschätzt worden. So war es. Aber es ist noch nicht so weit. Ist noch nicht so weit. Okay, gut, dann erlauben Sie mir die kurze Anmerkung realistisch dann, weil das ist ja, also es gibt dieses Tenure-Track-Programm und die Universitäten, ich glaube, das ist hier allen klar, die haben diese Tenure-Track-Professur als Stellenkategorie eigentlich erst mit diesem Programm wirklich entdeckt und vorher gab es das nicht und es gibt ja jetzt immer noch ein bisschen weniger als die Hälfte, die als W1 ohne Tenure ausgeschrieben werden, was wirklich ein Trauerspiel ist, dass es in den Ländergesetzen nicht anders verankert worden ist. Und das würde voraussetzen, dass die Universitäten jenseits von Zuschussprogrammen das wirklich sich zu eigen machen und in ihre Personalstrukturen aufnehmen und ich glaube, auch davon sind wir noch weit entfernt. Aber gut, vielen Dank, dann hatte ich das tatsächlich falsch verstanden. Weil wir diskutieren heute so den Weg sozusagen. Es gibt die letzte Wortmeldung für diese Runde. Ja, Mikro kriegt gleich. Ja. Julia Röwert, ich bin externe Doktorandin und forsche zum Thema Tenure-Track und Leistungsbewertung im Tenure-Track am INSCHA an der Uni Kassel. Und meine Frage an Sie wäre in Richtung der Evaluationskriterien. Es gibt ja relativ sehr große Heterogenität, wie mit dem Element der Evaluationskriterien in Deutschland umgegangen wird an den unterschiedlichen Universitäten. Und Sie hatten gesprochen zum Thema Potenzialdiagnostik, zum Thema Bestenauslese. Und für all diese Dinge sind ja gute Evaluationskriterien der Ausgangspunkt. Und mich würde interessieren, was sind aus Ihrer Sicht gute Evaluationskriterien? Sind diese vage? Sind die konkret? Was folgt aber auch aus sehr konkreten, zum Teil quantifizierten Kriterien? Wie vereinbar ist das zum Beispiel mit QARA? Und ja, wie ist da Ihr Blickwinkel drauf? Dankeschön. Vielen Dank. Frau Böhnke. Also ich habe eine sehr klare Meinung dazu, die sind konkret. Also es geht jetzt nicht um die Auswahl, es geht jetzt um die Evaluation, richtig? Die sind sehr konkret. Und es müssen sie auch sein, weil sonst können ja die Karrierewege auch gar nicht transparent sein. Wenn man nicht weiß, wonach man nachher bewertet wird, kann man alles Mögliche machen, aber möglicherweise ist es gerade das Falsche. Und weil Sie QARA ansprechen, da stehen nicht nur Publikationen drin oder so. Ja? Also das ist ja gerade die Kritik, sondern es geht eben auch darum, das ein bisschen breiter zu fassen, auch Lehraspekte nach wie vor eher noch nicht gleichermaßen wichtig behandelt an Universitäten, Lehraspekte mit aufzunehmen, Transferaspekte mit aufzunehmen, auch Gremienarbeit mit aufzunehmen, wenngleich auch in geringerem Maße. Steht aber bei uns mit drin in den Evaluationskriterien und wenn Sie das interessiert, kann ich Ihnen nachher auch mal eine Liste geben, die wir erarbeitet haben oder unser Tenure Board erarbeitet hat, die sich das wirklich nicht leicht gemacht haben und was man dann jeweils nutzen kann in den Fachbereichen, um vielleicht eine Zahl ranzuschreiben. Ich würde noch mal ergänzen wollen, Sie müssen so konkret sein, dass beide Seiten feststellen können, ist das jetzt erfüllt oder nicht. Sowohl Sie als Person, die angewiesen ist darauf, dass das positiv ausgeht, als auch die Evaluatoren, die neutral der Sache gegenüber. Und da dürfen keine Interpretationsspielräume sein. Das ist nicht leicht. Und die Frage ist, welche inhaltlichen Felder werden abgedeckt? Sie haben jetzt schon genannt, Forschung, Lehre, Transfer, gibt es auch sowas wie Personalverantwortung vorher schon mal gehabt oder was auch immer. Also interessant ist, glaube ich, bei dem Katalog, welche Themen werden angesprochen durch die Kriterien, was ja wieder reflektiert, was haben wir für ein Bild von den zukünftigen WissenschaftlerInnen, ne? Was für ein Portfolio wollen wir. Aber Sie treffen sich gleich in der Kaffeepause, habe ich verstanden. Herr Rosenthal, Sie noch ein letztes? Eine Anmerkung zu den Kriterien, und das wird schön an den Aufzählungen jetzt deutlich. Ich finde, ein Problem der Tenure-Track-Professur ist die Vielfalt der Anforderungen innerhalb der ersten 3 Jahre. Also wenn wir das alles zusammenpacken, Gremienarbeit vor allen Dingen, vielleicht ein bisschen weniger, aber Gremienarbeit, Forschungsgruppe aufbauen, Lehre machen, Entrepreneurship und ich weiß nicht was, dass es eine maßlose Überforderung ist und dass diejenigen, die zum Beispiel eine Eminöter-Gruppe haben oder sowas, enorm im Vorteil sind. Die fokussieren sich auf ihre Forschung, die haben eine bessere Ausstattung, in der Regel zumindest. Und man müsste vielleicht mal drüber nachdenken, dass man die Anforderungen, zumindest für die ersten
3 Jahre entrümpelt. Und wenn das auch nirgendwo durchkommen wird und keiner Fakultät gefällt, auch die Lehrverpflichtung, wenn sie auch nur 4 Stunden ist, die vom ersten Tag an zu haben und in Gremien mitzusitzen, das müsste man mal überdenken, ob man da nicht was nachlassen kann und sagen, wir bauen das auf. Zum Beispiel die Lehrverpflichtung. Wir fangen bei 0 an und innerhalb von 2 Jahren gehen wir auf 4. Und das gilt für andere Bereiche auch, um wirklich die Entwicklung einer eigenständigen Forschung zu gewährleisten, wäre es wichtig, darüber nachzudenken. Danke nochmal für diesen Aspekt. Ich würde das gerne abschließen und eigentlich war ja angekündigt, dass vor jedem Panel ein Film läuft vom Tenure Workshop. Das haben wir verabsäumt und deshalb machen wir das jetzt als Closure dieses Panels. Das sind ein paar Minuten, wo die Teilnehmenden dieses Workshops ihre Meinung zu unserem Thema kurz sagen und ich habe gehört, die Technik weiß Bescheid und spielt es, wenn ich sage, ab. Ich gucke in die Glas. Tenure Track ist super wichtig. Ich hätte mir sowas gewünscht. Tatsächlich muss ich sagen, dass wir haben viel darüber in den letzten 2 Tagen gesprochen. Für mich ist das so ein bisschen ein Mythos. Also solche Positionen, solche Stellen sind sehr wenig. Es gibt nicht so viele davon. Ja? Und unsere Chancen, so eine Stelle zu kriegen, sind sehr begrenzt. Natürlich in der Zukunft würde ich mich hoffen, dass es mehr von solchen Stellen gibt. Das ist ganz wichtig, ein bisschen Sicherheit der Person zu geben, ein bisschen so Perspektive auf die Zukunft in deinem eigenen Leben. Es wäre super wichtig. Ich persönlich bin natürlich komplett aus der Tenure-Track-Linie draußen, kann vielleicht sagen, ich habe meine Promotion zu der Zeit gemacht, als es angefangen hat, Juniorprofessoren zu geben, so dass mir empfohlen wurde, Juniorprofessor und Habilitation zu machen. Und das war einfach ein unglaublicher Druck gewesen, dem ich einfach ausgewichen bin und es dann gar nicht mehr verfolgt habe, sodass für mich Tenure-Track einfach gar nie zur Verfügung stand als Möglichkeit. Ich finde es toll, dass es das natürlich gibt für jüngere Menschen. Ich würde mir für mich aber wünschen und für viele Forschende in meiner Generation, dass es andere Möglichkeiten der Dauerbeschäftigung in der Wissenschaft zusätzlich gibt. Ne? Deswegen ich es nicht schlecht finde, aber für mich ist es einfach nicht spannend. Aber ich finde es toll, dass sich das System in die Richtung entwickelt. Ich weiß nicht, wie zielführend das Tenure-Track-System, so wie es momentan ist, oder inwiefern damit nur so eine Symptombehandlung betrieben wird, dass man noch mehr Planung hat, noch mehr Kennzahlen hat, noch mehr Druck auch aufbaut, aber den Leuten vermittelt. Dafür gibt es dann danach was unglaublich Tolles, nämlich die Professur. Inwiefern ist das was Wünschenswertes oder inwiefern sollte man vielleicht nochmal doch einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, was ist die Leistung, die wir haben möchten, was sind die Bedingungen, die wir in der Wissenschaft haben wollen, was sind die Arbeitsbedingungen, die wir Leuten bieten wollen. Und ich weiß nicht, ob Tenure Track das ist, was am Ende dabei rauskommen würde.